Wir sprechen jetzt mit dem US-Journalisten Glenn Greenwald, der die Enthüllung Edward Snowdens als erster ja öffentlich gemacht hat. Glenn Greenwald ist Rechtsanwalt, ist Blogger, schreibt für die britische Zeitung The Guardian. Er lebt in Rio de Janeiro und ist zurzeit beinahe rund um die Uhr damit befasst, die Unterlagen von Edward Snowden tatsächlich auszuwerten. Erstmal schönen guten Abend, Glenn Greenwald nach Rio de Janeiro. Schönen guten Abend. Good evening. Guten Abend. Sie haben Kontakt zu Edward Snowden in Moskau. Ich meine, er sitzt dort jetzt schon einige Zeit im Transitbereich des Flughafens. Wie geht's ihm? Haben Sie da Rückmeldung von ihm? Ich habe mit ihm regelmäßig Kontakt. Wie halten Sie Kontakt mit ihm? Ich spreche mit ihm online mit verschiedenen ausgefeilten, verschlüsselten Chat-Technologien. Was erwarten Sie des Weiteren in der Reaktion der amerikanischen Regierung jetzt für die nächsten Tage, was da aus Amerika noch kommen wird? Es gibt in den Vereinigten Staaten Reformbewegungen, nicht nur dort, sondern auch in anderen Ländern. Es gab im Kongress eine Anhörung. Sehr, sehr kritische Anmerkungen wurden dort getätigt. Es geht vieles weit über das hinaus, was der Kongress bisher gebilligt hat. Es gibt ganz klare Anzeichen dafür, dass ganz hochrangige Beamte nicht damit einverstanden sind, was so geschieht. Die Tonqualität reicht nicht mehr aus. Ja. Lieber Glenn Greenwald, wenn Sie mich hören, wir haben jetzt leider ein kleines Problem mit der Tonleitung. Ich würde sagen, wir versuchen das mal eben zu checken, dass wir das in Ordnung bringen und kommen gleich wieder zu Ihnen, wenn die Leitung wieder ein bisschen stabiler ist. Der letzte Punkt ist gerade interessant, Herr Schirmacher. Es tut sich ja was. Scheint sich in Amerika doch jetzt eine kritische Bewegung gegenüber der NSA zu etablieren, langsam? Man muss ja die Frage stellen, und ich glaube, dass das auch in Amerika jetzt gestellt wird, was hat Snowden eigentlich gemacht? Er hat bisher, jedenfalls soweit wir wissen, niemand persönlich in Gefahr gebracht. Er sagt es ja auch immer wieder. Keine Agenten oder was auch immer. Was er gemacht hat, ist, er hat ein System dokumentiert, von dem ja mittlerweile selbst die Geheimdienstbehörden sagen, das war euch doch bekannt. Das heißt, er hat eine Aufklärung geleistet. Und die Reaktion darauf, die die Staatengemeinschaft findet, ist, finde ich, genauso beunruhigend wie der NSA-Skandal. Sind es nur die Verbindungen, die erfasst werden? Viele sagen, ach, das ist doch gar nicht so schlimm. Aber was ist mit den Gesprächsinhalten zum Beispiel? Na, wir haben im Rahmen des Skandals, der ja aus vielen Skandalen besteht, natürlich gehört, dass es auch um Inhaltsdaten geht, selbstverständlich. Zum einen bei diesen sozialen Netzwerken, also wo man kommerzielle Netzwerke mit abgreift, aber ein Teil dieses Skandals war ja auch der sogenannte Verizon-Skandal. Das sind Inhalte von Telefonaten in großem Umfang. Diese Metadaten sind deshalb aber dennoch die interessanteren aus technischer Sicht. Denn sie stellen halt quasi die Verbindung zwischen den Menschen her und man kann sie sehr viel einfacher speichern und auswerten. Kurz erklären, was sind Metadaten? Man meint damit einfach, wer kommuniziert mit wem, wer versucht mit wem zu kommunizieren, zu welchen Zeiten, wie häufig. Teilweise kann man natürlich die Inhalte damit verbinden, vor allen Dingen aber kann man soziale Netze zwischen Personen damit auf Knopfdruck generieren. Wenn das, um das nur zu sagen, weil das geradezu als Valium benutzt wird für die Bevölkerung, das sind ja nur Metadaten. Metadaten bedeuten nichts anderes in der Weise, was wir jetzt erfahren haben, als eine Landkarte sämtlicher sozialen Beziehungen einer Gesellschaft. Das heißt nicht nur wer mit wem, sondern auch wer ist im Zentrum, von wo kommen Ideen, wo ist ein Zentrum von Aktivität. Das heißt, die Behauptung, Metadaten seien irgendetwas Harmloses, ist nichts anderes als eine, ich würde so weit gehen, als fast als eine Form von Betrug an der Öffentlichkeit. Frau Kurz, teilen Sie den Pessimismus. Was so attraktiv an den Netzen ist, ist ja die Vielfalt der Dienstleistungen. Man ist nicht wirklich gezwungen, auf einen bestimmten Anbieter zuzugreifen. Man kann wählen. Das heißt, natürlich müssen politische Lösungen her. Und es muss auch diese Nichtkommunikation, diese Nullsprech mit der Bevölkerung beendet werden. Und man muss Fragen stellen. Aber wir können auch selber handeln.
Und diese Chancen gab es eigentlich technisch vorher nicht. Das heißt, wer sich ausspioniert fühlt auf Facebook, was er faktisch auch wird und vermarktet, der kann sich natürlich anders entscheiden. Das ist bei den Geheimdiensten anders, weil man natürlich da unter ein gewisses Machtmonopol des Staates fällt. Aber also ich würde nicht so sehen, dass wir wie die Schafe Trends hinterherlaufen. Ich finde, das Problem ist doch, dass es sozial normativ geworden ist. Also Sie können, selbst wenn Sie rausgehen, ist man verdächtig. Wenn Sie in ein anderes System gehen, sind die Freunde nicht mit dabei. Das heißt, das ist ja eben nicht nur, wie die Leute glauben, Telefon. Das ist die soziale Identität von Menschen. Warum der Angriff darauf auch viel schlimmer ist als der Angriff aufs Telefon. Wie kann man das Verhältnis Mensch und Maschine positiv gestalten? Oder ist der Zug abgefahren? Es gibt viele positive Möglichkeiten. Ja. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wir alle zusammen müssen die Betriebsanleitung dieses Fortschritts endlich mal schreiben und sagen, was geht und was nicht geht. Sie steht wieder die Tonleitung. Ich freue mich sehr, dass Glenn Greenwald uns wieder zugeschaltet ist aus dem Studio in Rio de Janeiro. Was sind das für Geschichten? Was können wir da erwarten, Glenn Greenwald? Es gibt noch viele Programme, Spionageprogramme, die die Vereinigten Staaten laufen lassen. Gegen das amerikanische Volk, darüber weiß das Volk nichts. Es gibt extreme Zusammenarbeit zwischen der NSA und Privatunternehmen wie Facebook, Google, Skype. Dann diejenigen, mit denen alle kommunizieren, aus denen Berichte erzeugt werden. Und dann Berichte darüber, was die Vereinigten Staaten weltweit tun, in Amerika, in Asien, sonst wo. Und das zerstört das Privatleben weltweit, überall, wo Kommunikation stattfindet. Es gibt keine Kommunikation, ohne dass die Amerikaner es wissen. Weil Sie das gerade angesprochen haben, Microsoft hat ja versucht, sich zu rechtfertigen. Sie haben immer mit geworben, dass sie sozusagen die eigene Kundschaft auch schützen wollen. Und haben eigentlich das Bedürfnis gehabt, es ein bisschen transparenter zu machen, was da läuft in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit mit NSA. Sind aber dann zurückgehalten worden. Warum läuft das so verquert? Wer hat da welche Angst? Da ist die Leitung futsch. Und dann ist es gut, wenn man dem weiß. NSA. Ich glaube auch. Gut, wir versuchen es gleich nochmal auf alle Fälle. So, bleiben wir aber bei dem Punkt, was ich gerade gesagt habe. Der letzte Gedanke, dass also da eine Verbindung ist zwischen den ganzen Anbietern im Netz, ob nun Microsoft oder die vielen anderen, die er genannt hat. Man kann ja das benutzen, um mal was nochmal zu Snowden zu sagen. Dieser eine Mann, den ich hier gar nicht verherrlichen will, aber es ist ein Faktum, hat die Industriegiganten dazu gebracht, zuzugeben, dass sie mit dem militärischen Komplex zusammenarbeiten. Nach dem, was wir jetzt gelesen haben von Microsoft und anderen, wir mussten und wir konnten nicht anders, fragt man sich ja, das, was Sie jetzt gesagt, hätten Sie auch vorher sagen können. Sie hätten zum Beispiel durchaus Ihren Kunden sagen können, liebe Leute, wir müssen euch sagen, ohne es zu spezifizieren, wir sind zumindest hart an der Grenze, Informationen an einen Geheimdienst weiterzugeben. Er hat es gemacht. Dahinter steckt natürlich eine ganz andere Frage. Wir werden nie beantworten können, was ist unter gesetzlichem Druck passiert, was nicht. Faktum ist, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika die Kommunikation der gesamten Welt gespeichert wird durch mehrere Industriegiganten und dass dort enge, auch personelle Verflechtungen mit dem militärischen Bereich bestehen. Es sind Leute abgeworben worden von der NSA zu Google. Und es ist ein Facebook-Mann zur NSA gegangen. Das sind engste Verbindungen. Und weil es Märkte sind, ist diese Verschmelzung zwischen den Informationsmärkten der Silicon Valley-Giganten und dieser Welt so unglaublich beunruhigend. Die kommen nicht als Orwell. Niemand soll jetzt gucken und das wird eben anders kommen. Das kommt über Dinge, die uns sogar Freude machen. Das ist das Problem dieser Debatte. Hier geht es um weit mehr als nur um eine Person Snowden. Und hier geht es um eine Frage, wie in Zukunft in einer Demokratie der Mensch, der Bürger gesehen wird, welche Rechte er nun wirklich hat. Denn vergessen wir nicht, wir reden hier über eine Verletzung von Grundrechten. Das ist nicht irgendetwas, das ist ganz elementar. Wir haben ein kleines Grundrecht uns zurückgeholt, nämlich die Leitung nach Rio. Komm, immer eben nutzen, solange sie noch stabil ist. Also, lieber Greenwald, wir versuchen es nochmal. Die deutsche Regierung behauptet ja, sie hätte von dem Abhörprogramm PRISM nichts gewusst. Ist das aus Ihrer Sicht zu verstehen? Ist das glaubwürdig?
Ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen, ob die deutsche Regierung spezifisches Wissen von diesem spezifischen Programm hatte, denn PRISM ist nur ein Teil dessen, was die NSA macht. Das ist der Teil, der direkt spezifische Unternehmen wie Facebook, Google, Skype, Microsoft und so weiter angreift. Aber die deutsche Regierung ist natürlich in allen möglichen Spionageprogrammen eigener Art involviert, genau wie die NSA. Und das ist einer der Gründe, warum wahrscheinlich die deutsche Regierung gesagt hat, dass es ärgerlich war, als diese Geschichte explodiert ist, dass es im Spiegel auch kam. Und die deutsche Regierung hat dann zugeben müssen, dass sie nicht ganz unbeteiligt war. Denn sie nimmt an diesem Spionagesystem teil. Nicht so wie Großbritannien und die USA, aber im großen Rahmen. Und es liegt dann den Deutschen zu fragen, ob die deutsche Regierung das so weitermachen darf. Glenn Greenwald, erstmal herzlichen Dank. Wir sind ganz glücklich, dass das mit 3 Versuchen dann doch geklappt hat. Herzlichen Dank. Ja, also bleiben wir bei dem kleinen Gedanken dieser Empfehlung. Verschlüsselt euch. Mailen Sie verschlüsselt? Ja, natürlich, jeden Tag. So, nochmal kurz zur technischen Erklärung. Wie läuft das? Für all die, die das nicht machen. Heute ist es eigentlich so, dass man sich sowohl auf dem Mobiltelefon wie auch auf dem Rechner nur ein Programm runterlädt. Man installiert es einmal und dann generiert man sich ein sogenanntes Schlüsselpaar. Und dann ist man auch schon fertig. Kostet nichts. Nee, man kann natürlich warten, bis sich die Politik mal entscheidet, sich zu verändern. Für die Übergangszeit würde ich es aber empfehlen. Dahinter sagt der Innenminister, wir müssen uns jetzt selber schützen. Also, ja, verschlüsselt euch. Ist das eine Kapitulation der Politik? Ja, das wäre eine Kapitulation der Demokratie. Denn wenn ich hingehen muss und als Einzelbürger dafür sorgen, dann sage ich, ist das dieselbe Denke, dann könnte der Politiker sagen, okay, schaff dir eine Pistole an, weil die Polizei hilft dir nicht, du musst selber das Ding erledigen. Das ist falsch. Ich erwarte von einem Staat, dass er genau hier die Grundlage dafür schafft, für das Menschenbild, was wir haben. Und das ist ein Menschenbild, was man immer noch wiederholen muss, weil es droht irgendwann auszubleichen. Ein Menschenbild, was davon lebt, dass es Privatsphäre gibt, dass es kleine Geheimnisse gibt, die keinen anderen was angehen. Wenn Menschen sagen, ich habe nichts zu verbergen, mir ist sehr wichtig, dass die Zuschauer, von denen viele wahrscheinlich sagen, wir übertreiben, sich das mal wirklich klar machen. Dann sollen die uns doch ihre Bankauszüge offenlegen oder ihre Kreditkartenabrechnung. Menschen wissen doch, sie alle haben was zu verbergen. Und zwar aus Gründen, dass sie nicht kontrolliert werden wollen. 500 Millionen Kontakte jeder Art im Monat produzieren wir allein in Deutschland. Was wird mit diesen Daten dann gemacht? Was passiert mit diesen Informationen? Naja, sie werden erstmal, was ja für viele harmlos klingt, gespeichert. Zumindest für einen gewissen Zeitraum. Wir wissen auch gar nicht genau, wie lange. Ich glaube, da sind nur technische Grenzen relevant im Augenblick, denn sonst würden sie natürlich alle für immer speichern. Aber vor allen Dingen wird aus diesen Daten eine Geschichte gebaut. Diese Daten sind interessant, weil sie mehr über einen Menschen verraten, als er über sich selber verrät. Aus diesen Daten wird, wie bei einer Börse, bei einer Aktie, eine Vorhersage getroffen. Es werden zum Beispiel Risiken. Das ist auch das Risiko natürlich, dass einer ein Verbrechen begehen könnte, ebenso. Das ist dann eher bei der Privatindustrie wie das Risiko, dass einer eine Krankheit bekommt. Wir gehen jetzt in die Phase des Internets der Dinge, wo nicht nur Menschen miteinander vernetzt werden. Und das heißt, meine elektrische Zahnbürste ist mit dem Internet verbunden, weil ich dafür einen Rabatt bekomme von der Gesundheitskasse. Und deswegen ist unser Grundprinzip, dass wir sagen, wir wollen diese Daten gar nicht haben. Im Gegenteil, ich würde sogar immer dafür plädieren, dass wir sie gar nicht haben dürfen. Dass der Gesetzgeber sagt, wir dürfen die nicht haben. Das heißt, für uns ist es extrem wichtig, dass wir sagen, diese Daten müssen so sein, dass sie nicht im Zugriff von irgendjemand sind. Ich weiß jetzt heute, meine Apple-Daten gehen zu Apple. Das ist ein Garmin-Gerät, geht zu Garmin. Ich weiß, dass mein iPhone nebenher noch Google-Daten aufzeichnet. Alles Firmen, die letztendlich auch mit den Daten irgendwo umgehen. Und genau deswegen sagen wir, eigentlich sind wir als Krankenkasse, weil wir in dem Fall nämlich in der Tat reguliert sind, man kann uns sagen, das darfst du mit Daten machen und das nicht, sind wir eigentlich in der Verantwortung zu sagen, wir müssen eine Stelle anbieten, wo der Versicherte die Daten reingeben darf und wo nur er, auch wir als Krankenkasse nicht, Zugriff drauf hat. Weil wer soll es denn sonst machen? Eine Krankenkasse ist letztendlich dafür da, die Interessen ihrer Versicherten zu vertreten. Also können wir das tun. Und mal ganz hart gesagt, wenn ich mit den Daten irgendwie Unsinn mache, kann man mich deutlich leichter ins Gefängnis stecken als ein Chef von Google, Apple oder sonst einer amerikanischen Firma. Deswegen glauben wir, die Daten müssen irgendwo zentral sein. Und wir glauben, wir sind eigentlich der Richtige, der das gewährleisten kann. Es wäre total falsch, jemand dafür zu bonifizieren, dass er dick oder dünn ist. Das heißt, ein Bonusprogramm zu machen, was sagt, nein, das tun wir nicht. Wir tun es, und das ist das Neue, das ist nicht Orwell, von dem wir hier reden. Orwell ist eine Welt der Unterdrückung. Wir reden von einer Welt der Anreize, der Incentives. Wir bekommen etwas dafür, was uns kurzfristig einen Vorteil gibt. Entweder ein Rabatt, das ist halt das große Thema im Gesundheitssystem, oder sonst, wir kommen schneller an ein Ziel.
Derjenige, der nicht mitmacht, zahlt ein bisschen mehr. Ist das im Grunde genommen, wenn man so die Wurst, an der wir alle irgendwann brav unsere Daten abgeben, weil wir ein bisschen Geld sparen? Ja, das ist das Incentive und ist ja klar, wohin das führt. Das wird alles kommen. Der Toaster, der ist verbunden, weil ich dann geringere Schadensfälle habe, Versicherung. Mein Autoverhalten, mein Fahrverhalten wird gemessen, mein Bremsverhalten, dann kriege ich einen Rabatt von der Versicherung. Das wird ja alles kommen. Zusätzlich meine soziale Kommunikation. Diese Daten werden also zu wirklichen Erzählungen über unser Leben, von denen wir alle nichts wissen. Und das jetzt in riesigen Maschinen, von denen wir jetzt wissen, dass sie gegenseitig zwischen Staat und Wirtschaft permanent die Informationen austauschen. Das heißt, die Verschmelzung von Staat und Wirtschaft in so einer Frage von Überwachungstechnologien, wenn das nicht eine neue Welt ist, die auch die Demokratie verändert, dann weiß ich nicht, was neu sein soll. Ich glaube einfach, wir müssen an ganz vielen Stellen, es geht nicht nur um Verschlüsselung, es geht nicht nur um Geheimdienste, es geht um kommerzielle Nutzung all der Daten. Das Zynische daran ist, der Mensch wird reduziert. Viele sagen, wunderbarer Service, mich stört das überhaupt nicht. Sagen ganz viele. Die Welt, mich betrifft das nicht. Man muss klar verstehen, die Kategorien, um die es dabei geht, sind entweder ist der Mensch ein Sicherheitsproblem, und das andere ist, ich reduziere einen Menschen nur noch auf den Kunden, auf den kommerziellen Aspekt. Der demokratische Wähler wird nämlich auch zum Konsumenten. Das ist ja die dahinterliegende Theorie der Consumer Sovereignty, der Souveränität des Konsumenten. Selbst der Wähler ist kein demokratisches Wesen mit Idealen, ist ein Konsument eines Angebots, das ich vorausberechnen kann. So, Barack Obama hat für seinen Wahlkampf seinen letzten das ganz gezielt genutzt über Facebook, um rauszufiltern, was wollen die von mir hören? Und das werde ich auch liefern. Wie ist es abgelaufen? Wir wissen jetzt, wie sein Wahlkampf war. Das waren im Kern, und da sind wir wieder dabei, 15 Menschen, die berechnet haben, jetzt geht es nicht mehr darum, mit welcher Idee will ich in die Politik, sondern die nur berechnet haben, und da haben sie Facebook sehr gerne benutzt. Sie haben eine Seite ins Facebook geschaltet, Freunde von Obama. Und da haben sich dann viele angemeldet. Und dann haben sie all diese Leute in deren Wissen gefragt, dürfen wir in deine Freundesnetzwerke? Das zum Begriff Freundschaft im digitalen Zeitalter, das ist auch ein Produkt. Und dann haben wir uns angeguckt, die Fotos all dieser Freunde, weil wir wissen wollten, wer hat wirkliche Freunde. Wenn wir erkennen konnten, der hat ein Foto zusammen mit einem, waren das wirklich Freunde. Dann haben sie die ganz systematisch ausgewertet. Und am Ende ist herausgekommen, unter anderem, dass in welchen bestimmten Filmen man annoncieren muss, dass sie George Clooney mögen und so weiter. Das alles in einer Perfektion. Das würde ich ja sogar noch hinnehmen. Aber der Gedanke, man könne eine Gesellschaft mit einer Idee überzeugen, spielt da gar keine Rolle mehr. Es ist eine reine metrische Kalkulation. Und das ist ja meine Frage. Das ist eine wirklich andere Welt. Und das ist im Grunde genommen das, was enttäuschend ist. Als das Internet anfing, war es die große Hoffnung, dass das Internet dafür sorgt, dass es mehr Demokratie, dass es vielleicht sogar eine bessere Demokratie wird. Frau Elmasrat, während des arabischen Frühlings hat man sich noch über die Subversivität des Internets gefreut und hat gesagt, da ist eine Kraft, die in der Lage ist, Despoten hinwegzuspülen. Warum hat sich jetzt plötzlich diese Haltung auch zum Netz so verändert? Das ist jetzt echt sehr komplex, aber ich glaube, wir dürfen auch wir müssen auf der einen Seite natürlich schon auch die Gefahr des Netzes, glaube ich, einfach auch erkennen. Plötzlich können sich Menschen in den verschiedensten Dörfern miteinander vernetzen, die normalerweise vielleicht unter nicht Internetzeiten eben nicht sich vernetzen konnten. Und plötzlich können sie sich gemeinsam treffen, Pamphlete schreiben. Ich meine, die identitäre Bewegung, wo wir viele junge Menschen haben, viele junge, hippe Menschen, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht als Rechte erkennt. Und das bedeutet natürlich für uns junge Menschen, für Journalisten, für Politiker natürlich da auch den Blick auch zu schulen. Und das gilt im Übrigen auch für Islamisten, die natürlich durchaus auch ganz hip auftreten und nicht immer mit diesen Pierre Vogelbärten und Hochwasserhosen. Und beim arabischen Frühling muss man natürlich auf der einen Seite schauen, wir haben es mit Ländern zu tun, da gibt es in keiner Weise Rechtsstaatlichkeit. Das Internet ist eine Möglichkeit, ein Ventil überhaupt, sich auch in diesem Zusammenhang zu organisieren, Demonstrationszeitpunkte auszuhandeln, um eben zusammenzukommen. Und dementsprechend ist natürlich dann das Internet in der Form natürlich dann auch ein Vehikel. Aber man kann mit dem Netz natürlich nicht jemanden wie Assad absetzen oder generell Demokratie einführen. Demokratie, das ist ein Lernprozess von vielen, vielen Jahrzehnten. Und ich glaube, dass eine ganze Menge Leute beruhigter wären, wenn man es ab und an mal sagen würde und sagen, das ist im Übrigen Demokratie. Wir erreichen da auch nie Perfektion. Wir versuchen immer nur die bestmögliche Option zu finden und die auszuprobieren. Und deswegen ist Demokratie auch auf Korrektur angelegt.
Und deswegen sind Populisten auch so gefährlich, weil sie vorspiegeln, dass sie Antworten haben. Und wenn man dann genau anguckt, was die Antworten sind, würde man sagen, Protektionismus hat eigentlich noch jede Wirtschaft in den Ruin getrieben. Aber sich abriegeln auch. Das sind ja dann keine Antworten. Es ist so interessant, dass Davutoglu gerade mit Erdogan sagt, die Türkei ist natürlich eine Demokratie und ich bin ein Demokrat, weil ich von über 50% der Türken gewählt wurde. Also wenn freie Wahlen und das Gewähltsein eine Bedingung ist für die Demokratie, ist es dann eine hinreichende Bedingung? Nein, auf keinen Fall. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was in Deutschland häufig ein Missverständnis produziert. Demokratie, vor allem eine liberale Demokratie, wir reden ja von liberalen Demokratien, ist eben viel mehr als nur wählen und noch viel mehr als nur von der Mehrheit gewählt zu werden. Da gehören noch Dinge wie Toleranz dazu, wie Minderheitenschutz, wie eine bestimmte Form von Rechtsstaatlichkeit, dass man sich auf bestimmte Infrastrukturen verlassen kann. Das gehört eigentlich alles zur Demokratie dazu. Und so zu tun, als sei das immer nur Mehrheit, das gerät schon so ein bisschen in Richtung von so einer darwinistischen Demokratie, die ich für autoritär und problematisch halte. Aber ich glaube, wir müssen noch mal einen Schritt zurücktreten. Das fand ich eben sehr richtig, das zu erwähnen, was Ratlosigkeit angeht. Ich glaube, da ist so ein komisches Missgefühl entstanden, weil natürlich gibt es in der Politik diese Ratlosigkeit. Ich rede häufig mit einzelnen Politikern und natürlich spürt man das da. Aber ich glaube nicht, dass die Ratlosigkeit das Gefährliche ist, sondern die Vortäuschung der Nicht-Ratlosigkeit. Und das haben wir in den letzten Jahren extrem häufig erlebt, dass Leute gesagt haben, ich weiß ziemlich genau, was lang geht, wir müssen das machen und da und in diese Richtung. Und irgendwann hat man gemerkt, Moment, das stimmt ja gar nicht. Oder das stimmt zumindest nicht so. Oder er dachte zwar, dass es stimmt, aber es hat trotzdem nicht funktioniert. Und da sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt aus meiner Perspektive, den ich auch für die nächsten Jahre für ziemlich essentiell halte. Das Jahr 2016 war der maximale Warnschuss vor den Bug, der Tritt vor den Schienbein für die Eliten. Und zwar nicht nur für die Politik, sondern für die gesamte Elitenlandschaft. Und da gehören letztlich wir alle, die in den Medien eine größere Rolle spielen als der Durchschnittsbürger, schon auch dazu. Und wir müssen uns fragen, wie ist denn dieser massive Tritt vors Schienbein der Elite zustande gekommen? Ja, Donald Trump wurde gewählt, weil er ein Außenseiterdarsteller ist. Er ist ja gar kein Milliardär, also ich meine, er ist der schlechteste Außenseiter der Welt, aber er wurde gewählt, weil er eben nicht Establishment war und das auch so dargestellt hat. Und ich glaube, dass das in Deutschland auch eine Wirkung hat. Die Leute sind ganz offensichtlich extrem skeptisch gegenüber so einer erweiterten Elite geworden. Dazu gehört ja was jetzt. Das eine ist das Vertrauen, dass man denjenigen entgegenbringt, die tatsächlich Verantwortung tragen. Aber unter Bürgerlichkeit verstehe ich schon auch nochmal, dass Bürger sich auch darum bemühen, ihren Eigenanteil mit einzubringen. Und das finde ich eben gerade bei Politik so wichtig. Also man merkt es ja so und so oft, dieses Gefühl, dass man alles mitbestimmen kann, aber dass es keine Lust gibt, sich dann eben auch dementsprechend zu informieren. Ein Bundestagsabgeordneter hat 16-Stunden-Tage. Der muss sich durch Aktenberge fressen. Der muss sich über, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Gebiete informieren, damit er einigermaßen informierte Entscheidungen treffen kann. Es gibt so manche da draußen, die glauben, dass 2 Stunden Surfen auf obskuren Webseiten schon genügt und die einem dann erzählen, dass man ja keine Ahnung hat, als jemand, der sich eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt. Und das geht eben auch nicht. Das ist eben genau dieses, dass man auch mal so ein bisschen gucken muss, was ist eigentlich das, was man als Bürger auch zu leisten hat. Es gibt eine Bringschuld der Politik. Politik ist aber was anderes. Wir erwähnen doch nicht Politiker dafür, dass sie den Status quo managen, sondern hier wäre jetzt der Moment, jetzt Politik zu machen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen wir orientieren uns an Menschen oder wir geben Menschen Orientierungshilfen. Und genau das macht die Politik. Sie orientiert sich immer mehr an Daten, ohne selber Visionen zu haben. Und das macht nicht nur die Politik, das macht unsere Zunft, Journalisten. Wenn wir an Bücher in der Zukunft denken, elektronische Bücher, wo natürlich man genau weiß, was wird der Leser lesen, wo überspringt er ein Kapitel, dann wird das Kapitel weggenommen. Und das ist schon heute so im Online-Journal. Nehmen wir diese wunderbare Sendung, eine tolle Talkshow, wo man guckt, ach, wie sind die Quoten im Vergleich zu anderen und nur noch die ökonomischen Kategorien ausreichen, um zu sagen, die überlebt und die nicht. Deswegen haben wir eine Talkshow nach der anderen, die fragt, wie viel Islam verträgt Deutschland. Das ist ein Thema, was sich immer wieder verkauft, das Quote macht. Wir wissen auch, dass diese angstmachenden Titelgeschichten von Focus, das hat doch mit dem Islam zu tun, die Anschläge von Paris mit Kalaschnikow, dass sich das sehr, sehr gut verkauft, dass das natürlich ein Grund ist, solche Titel zu drucken. Und das
das sind halt die Grenzen der Aufklärung. Es gibt einen Markt, es gibt eine Nachfrage nach Vorurteile bestätigen zu lassen. Und den bedienen bestimmte Medien eben auch. Denn die Tatsache, dass im Internet jeder in seinem Segment unterwegs ist und das Internet natürlich auch eine gewaltige Maschine zur Bestätigung von Vorurteilen ist, weil ich mir natürlich genau das raussuche, was ich ohnehin schon denke, es ja auch passieren kann, dass nicht mehr wie früher, wo alle dasselbe Fernsehen geguckt haben, sondern jeder seinen eigenen Spartenkanal guckt, auch eine Energie entsteht, die Öffentlichkeit auch zerstören kann. Dieser unglaubliche Hass, ein Hass aufs Establishment. Es ist ein Hass auf eine Political Correctness, weil man sagt, ihr sprecht ja nichts an, was in dieser Weise nicht stimmt. Wir wollen es nur nicht brutal anstimmen. Und es ist Hass auf etablierte Medien, die man Lüge unterstellt, wenn man gleichzeitig anderen Medien folgt, bei denen vollkommen klar ist, die sind so verlogen, dass man schon gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll, das zu korrigieren. Ich habe das in dieser Weise noch nicht erlebt und ich finde es schon bedenklicher als je zuvor. Es hat sich wahnsinnig viel verändert, Thomas Gottschalk. Wenn sich viel verändert, könnte man auch einfach an dem Bewährten festhalten. Warum wollten die Bürger in den USA was radikal Neues, was anderes? Ich kann Ihnen hier nicht die Amerikaner erklären, Nee, aber bestimmt. ich kann versuchen, mich zu erklären. Und das ist das Faszinierende, dieses, was man von Politikern verlangt, erklär mir die Welt. Das haben sie wahrscheinlich nie so getan, aber man hat irgendwo das Gefühl gehabt, es läuft ja. Die Nachfrage war nicht so. Man hat gesagt, na gut, Willy Brandt wird sich die Ostpolitik überlegt haben, Schröder hat sich die Agenda überlegt und es lief ja immer ganz in Ordnung. Plötzlich läuft es irgendwo nicht mehr und ich merke, dass ich nichts weiß, obwohl ich Zeitung lese, obwohl ich versuche, mich zu informieren. Ich weiß nicht, ist Snowden ein Freiheitskämpfer oder ein Vaterlandsverräter? Ich weiß nicht mehr, was Herr Draghi da mit seiner Finanzpolitik macht. Ich weiß nicht mehr, ist der Euro ein Gewinn oder ist er es nicht? Ich habe irgendwann mal das Gefühl gehabt, die Kohle ist die Hälfte wert, aber eine Pizza kostet immer noch genauso viel. Aber ich habe gelesen, der Euro ist gut für uns. Und dieses Gefühl, dass man zusehends den Überblick verliert, dass man nicht mehr begreift, was um einen herum passiert. Aber war das je anders? Wenn Sie nehmen, Gutenberg hat die Druckerkunst erfunden, ja? Sie benutzt dazu lauter Pamphlete mit Aufruf zum Religionskrieg, ja, Bürgerkrieg und so weiter. Und der 30-jährige Krieg ist sozusagen die Summe alles Gedruckten, was 100 Jahre vorher... Ja, in einer Welt, die völlig überfordert mit dem So Gedruckten ist es. war. So. Und da hat man sich doch auch irgendwie orientiert. Dann gibt es plötzlich in 5 Jahren einen Blitzfrieden. In Osnabrück und Münster sitzen 105 Westfälische Delegationen, ja, muss man auch erzählen, ja, in 18 Sprachen, ja, unter Anführung der venezianischen Gesandten, die Diplomatie erfahren sind, aber gar keine Kriegspartei, ja, wird hier ein Frieden gezimmert. Und er ist noch das Vorbild für den Wiener Kongress 1815. Aber der Punkt davor ist quasi, dass Sie meinen, ein Krieg, der letztlich ausgebrochen ist aufgrund einer medialen Überforderung, dass man sagt, plötzlich konnte jeder seine Meinung kundtun. Vorher war das ganz, ganz wenigen vorbehalten. Und die ihre Meinung kundtaten, taten das handschriftlich. Und davon gab es ganz wenige Kopien und keiner kannte es. Mündlich sogar. Und plötzlich wird Öffentlichkeit geschaffen. Und mit dem Schaffen von Öffentlichkeit wird das, was jetzt in die Öffentlichkeit kommt, sofort instrumentalisiert. Und es bricht Barbarei aus. Die Öffentlichkeit zwingt. Nein, im Gegenteil. Die Öffentlichkeit, die am Ende dieses furchtbaren 30-jährigen Kriegs besteht, ja, zwingt die Monarchen, ja, sich zu vertragen. Die wollen sich ja gar nicht Aber die vertragen. gleiche Öffentlichkeit hat vielleicht vorher schon mit den Krieg begünstigt. Ja. Also beides. Ja. Und dann irgendwann die Kriegsmüdigkeit dieser Öffentlichkeit hat dann gleichzeitig dann dazu geführt, dass irgendwann man als Held in die Geschichte eingehend Frieden schuf und nicht mehr Krieg. Die hat gelernt. Haben Sie dann nicht vor der Überforderung zum Internet eine ähnliche Angst wie vor der Überforderungssituation Buchdruck? Man darf sich weder vor der Macht der Verhältnisse dumm machen lassen, nicht, noch von der eigenen Ohnmacht. Das heißt also, ich würde eigentlich, wenn ich merke, dass ich Angst kriege, was ich durchaus empfinden kann, würde ich versuchen, gegenzusteuern. Und das kann ich eigentlich durch Illusionstätigkeit, durch Narration, durch Erzählen, die Angst eindämmen. Sie hört nicht auf, aber ich kann sie eindämmen. Die Angst ist ein schlechter Ratgeber. Was wären heute die wichtigsten Narrative, um die Angst der Menschen vor Islamisierung oder Überfremdung einzudämmen? Zusammenhang. Meinen Sie, dass die Menschen das, worüber wir hier reden, wissen sollten und dass es ihnen ein bisschen die Angst vor der großen internationalen Auseinandersetzung nimmt, wenn sie historisch mehr die Zusammenhänge verstehen und ihnen dann nicht mehr so auf einmal kommen, so apokalyptisch erscheinen?
Da bin ich mir ganz sicher. Zum Beispiel, also müssen wir in der Talkshow eigentlich normalerweise über die historischen Zusammenhänge besonnen reden, um den Menschen die Angst zu nehmen? Nicht besonnen und nicht historisierend. Nochmal die Frage, inwiefern könnte ein Narrativ, und wie müsste es aussehen, in unserer Zeit helfen, die sich stärker entwickelnde Angstkultur angesichts vieler Ereignisse auf einmal, Flüchtlingsströme, Angst vor dem Terror, Angst vor der arabischen Welt, Angst um das Erhalten des Wohlstandes, dann die Angst, über die wir vorher gesprochen haben, wie rette ich das Persönliche, die Gravitationskraft, meine Erdung gegenüber einer Entfremdung durch eine Marktgesellschaft. Das sind ja lauter verschiedene Ängste, die irgendwie immer mal so in Form schlechter Träume quasi ins Leben flackern. Aber so einen beängstigenden Zustand, viele Menschen haben heute Endzeitfantasien. Mir begegnen viele Menschen, die denken, das ist der Anfang vom Ende. Jetzt geht es doch wirklich den Bach runter. Also entweder so oder so. Wie begegnet man dem? Muss man sagen, wir lassen den Menschen ihre Angst, weil sie wird irgendwann produktiv? Oder müssen wir versuchen, diese Angst durch irgendwas zu erden? Und die Frage wäre durch was? Also Angst wird nicht von sich aus produktiv, glaube ich. Ich Aber Immanuel Kant hat ein Buch geschrieben, ein ganz kleines, dünnes Buch, sich im Denken orientieren. Und da fängt er ganz normal an, ja, wo geht die Sonne auf, wo geht sie unter und so weiter, etwas, was ein Mensch weiß. Und in dem Moment, in dem er wie ein Horizontwanderer, ja, zu den Umständen, die ihn umgeben und die ihm eigentlich Angst einflößen, also sich damit befasst, Vertrauen entwickelt, und zwar egal, ob durch Wahrheitssuche oder durch Erzählung und Fiktion. Ja, aber er nähert sich den Gegenständen an. Und in dem Moment, in dem er Vertrauen hat, kann er auch wirklich denken und sich orientieren. Und wenn man das zu mehreren tut, hat man eine Öffentlichkeit, die Selbstbewusstsein hat. Also eine Öffentlichkeit mit Minderwertigkeitskomplex. Und die Medien leben von einem Minderwertigkeitskomplex. Inwiefern? Sie trauen sich nichts. Sie trauen sich zum Beispiel nicht zu erzählen, sondern grenzen das ein in der Hauptabteilung Dokumentation und eine Hauptabteilung Unterhaltung. Wie müsste ich mir das praktisch vorstellen? Also wie würden die Medien angstberuhigend wirken können, dadurch, dass sie Information und Fiktion näher zusammenbringen? Sie erzählen. Dazu müssten sie dürften sie sich nicht zentralistisch organisieren, sondern sie müssen Tunnelbau betreiben. Sie müssen lauter Derivate bauen um sich herum. Ja? Was sie übrigens können, denn im Netz sind sie ja nochmal vertreten. Ja? Ich sage auch nicht, dass die Medien das nicht längst schon auch tun. Versuchen. Ich sehe da schon vielversprechende Ansätze auch. Ich sehe jetzt nicht so, dass der Zug abgefahren ist. Nein, überhaupt nicht. Also ich sehe schon, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Es gibt natürlich ökonomische Zwänge. Kein Mensch weiß, wie man mit diesem Internet Geld verdienen soll und kann. Das ist sozusagen ein großes Thema, was Tageszeitungen belastet, die ihre Inhalte oft immer noch umsonst ins Netz stellen und so. Das sind so die Fragen, die uns beschäftigen und gleichzeitig versuchen, eine gute Berichterstattung zu machen. Was ist denn überhaupt die Aufgabe von Journalisten? Es ist aufklären und den Diskurs stellvertretend zu führen, den wir hier jetzt auch stellvertretend führen, für unsere Zuschauer und Zuhörer, uns darüber zu streiten, vielleicht auch, wie man Sachverhalte beurteilen kann. Also natürlich an der Aufklärung arbeiten. Und mein Eindruck ist, dass es oft nicht gelingt, dass es natürlich auch Kriterien gibt, dass wir manchmal sehr auf negative Ereignisse fixiert sind als Medien, dass wir eben immer nur das Negative wahrnehmen. Und natürlich, ein Terroranschlag ist eine Nachricht. Der Alltag, der in vielen Städten zwischen Migranten und Alteingesessenen wunderbar funktioniert, ist kein Thema. Die meisten Chefredakteure in Deutschland sind weiße Männer mittleren Alters und dementsprechend fallen bestimmte Diskurse komplett unter den Tisch oder werden immer nur in einer bestimmten Art und Weise beleuchtet. Und da könnte man alleine durch die Besetzung der Redaktionen und der Besetzung der verschiedenen Positionen ganz stark entgegenwirken. Jeder bringt ja auch seinen eigenen Hintergrund mit, jeder bringt seine eigene Leserschaft einerseits mit, aber auch seine eigenen Zugänge zu verschiedenen Gruppen unserer Gesellschaft. Und da gibt es ganz, ganz viele Geschichten, die eben in den Mainstream-Medien, in den Hauptmedien noch nicht erzählt werden. Wir haben, wenn man den Studien glaubt, gibt es in Deutschland Journalisten mit Migrationshintergrund vielleicht 2-3%. Lassen wir es hochgegriffen jetzt vielleicht mittlerweile 5% sein. Wir haben ja schon viele Journalisten mit Migrationshintergrund, zum Beispiel auch vor der Kamera. Das ist noch nicht in der Redaktion, sieht es noch nicht genauso aus. Das spiegelt sich auch in der Berichterstattung wieder. Das heißt, die Sorgen der besorgten Bürger, die greifen die sehr schnell auf. Die Sorgen der Migranten, der Muslime zum Beispiel, kommen eher weniger vor. Da würde ich gerne ganz kurz ein, weil das sind alles total rationale, nachvollziehbare Argumente.
aber wir sind hier nicht mehr nur auf dem Boden der Rationalität. Wir sind auch schon, wir haben es mit Leuten zu tun, die extrem wütend sind. Da ist eine Wut drin. Aber dass dieser Eindruck entsteht, dass hier teilweise wirklich dass noch eine viel größere Dynamik ist, gerade im Netz, das liegt auch daran, dass sich vor allem sehr, sehr extreme Rechtsextremisten zusammentun sehr oft, hinter den Kulissen koordinierte Kampagnen starten im Netz. Das können Einschüchterungskampagnen sein, um ihre Themen in den Mainstream zu bringen und andererseits um gezielt Journalisten, Aktivisten, Politiker einzuschüchtern und auch Druck auszuüben. Es ist eigentlich eine Strategie der Metapolitik, wo sie wirklich versuchen, gezielt ihre Themen in den Fokus der Medien zu rücken, in den Fokus der sozialen Medien zu rücken. Herr Mangold, haben Sie auch manchmal das Gefühl, da gibt es so ein, also was Sie gerade schildern, ist im Grunde ein Stöckchen sozusagen, dass man uns dahin hält. Und die Frage, springen wir darüber? Haben Sie häufig das Gefühl, wir springen auch als Medien dann zu schnell darüber und bauschen da etwas auf, was möglicherweise einen souveräneren Umgang erfordern würde? Der Erfolg der AfD, ich nehme an, dass Sie mir da zustimmen, der hat natürlich wesentlich damit zu tun, dass eine bestimmte Form der politischen Position, das war zum ersten Mal bei der Einführung des Euros und dann bei der Flüchtlingskrise, dass eine völlig legitime politische Position, die man nicht teilen muss, im Bundestag gar nicht mehr repräsentiert Aber die, wie Sie war. sagen, eine legitime Aber eine politische legitime ist Position und eine, die in der Öffentlichkeit da ist und die auch logisch ist. Wenn man über eine politische Herausforderung nachdenkt, ist die Idee von der Demokratie, die eine Hälfte geben, die sehen die Dinge so, die anderen sehen die Dinge so. Und die Kritik, weder eine eurokritische Position noch eine flüchtlingspolitik-kritische Position war bis zur letzten Bundestagswahl im Deutschen Bundestag repräsentiert oder vertreten. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Gerade wenn man sich parlamentarisch nicht artikulieren kann, muss man sich gewissermaßen nicht wundern, dass man dann die Straße sucht und plötzlich hat man Pegida, wo es mir natürlich dann kalt den Rücken runterläuft. Ja, stimme ich Ihnen absolut zu. Und ich glaube, genau das wurde natürlich dann sehr stark ausgenutzt von den Extremisten und von wirklich denjenigen, die Randideologien vertreten, die da gesehen haben, dass es natürlich teilweise legitime Frustrationen, Ängste gibt und hier sehr gezielt ihre Narrative und ihre Geschichten erzählt haben und sie angepasst haben an diese Ängste und teilweise dann unter natürlich auch einem gewissen Deckmantel agierend versucht haben, dann Schritt für Schritt diesen Radikalisierungsprozess einzuleiten. Und das ist das Gefährliche, dass es hier natürlich einfach sehr viele legitime Ängste gibt, die nie adressiert wurden und die ein Vakuum geschaffen haben, in dem Extremisten frei und es geht ja noch einen Schritt weiter. Wenn Sie sagen, das ist eine sehr interessante These in Ihrem Buch, im Grunde sind die Mechanismen, nach denen Islamisten funktionieren, exakt nicht dieselben, aber die gleichen, nach denen auch Rechtsextremisten funktionieren. Erklären Sie das einmal. Ja, also einerseits sind natürlich die Weltbilder, die beiden teilen, sich sehr ähnlich. Gerade heute ist auf beiden Seiten wirklich sehr dominant dieses Bild eines unvermeidbaren Krieges zwischen dem Westen und dem Islam. Und das hat natürlich sehr viel auch damit zu tun, dass wir in den letzten Jahren, vor allem mit dem Krieg gegen den Terror seit 9/11, dass sich da schon fast so zwei, also als homogene Blöcke wahrgenommene Einheiten, auch teilweise aufgrund der undifferenzierten Sprache, herausgebildet haben. Eben Muslime, Nicht-Muslime und das hier sozusagen laut die beiden... Muslime, die Nazis, alles ganz groß. Alles immer, natürlich. Der Islam, das Christentum, Aber, auch wenn man diese Debatten dann teilweise so verfolgt, also Deutschland, der Islam gehört zu Deutschland, dann wieder nicht. Also so diese ganzen Scheingefechte, die da ständig geführt werden, die bringen doch keinen weiter. Ja. Auch in der Pauschalität nicht weiter. Leider finden natürlich dann auch teilweise auf politischer Ebene die Debatten schon nicht mehr besonders differenziert statt, wenn wir davon reden, wenn auch Herr Seehofer davon spricht, gehört der Islam zu Deutschland oder nicht, dann sprechen wir natürlich, wenn wir von einem individuellen Glauben sprechen, natürlich gehört dann der Islam zu Deutschland. Wenn wir von einer politisierten Form sprechen und davon, dass das dann auch wirklich die Politik und unsere Strukturen, unsere demokratischen Strukturen beeinflusst, natürlich sollte das nicht zu Deutschland gehören. Aber so differenziert müsste man mal die Debatte führen, um überhaupt auf diese Nuancen einzugehen. Sie sagen, im Jahre 2017, die haben das sehr genau untersucht und haben auch bei den identitären Bewegungen sehr lange, also undercover quasi recherchiert. Da waren uns Islamisten und Extremisten ganz generell, die waren uns immer einen Schritt voraus im Netz. Wie ist das gemeint? Also Extremisten sind natürlich immer in der unterlegenen Rolle, weil sie eben
politisch sehr oft nicht repräsentiert sind. Das ändert sich natürlich auch jetzt im Moment, weil sie sehr stark es geschafft haben, in den Mainstream zu geraten, eben genau über diese Techniken, die sie verwenden, um gezielt Algorithmen auszutricksen, um gezielt vor allem im Internet so zu arbeiten, dass sie den Eindruck machen, noch viel mehr zu sein. Und so einerseits auf die Politik Druck ausüben können, andererseits sehr konkret auch die Agenda und den politischen Online-Diskurs bestimmen können. Ganz konkret, Sie sagen, man kann Algorithmen heute so manipulieren, dass der Eindruck entsteht, wir sind ganz viele. Und wenn ganz viele das sagen, die Grenze des Sagbaren immer weiter nach rechts oder wohin auch immer verschieben, dann wird das schon in Ordnung sein. Ja, so funktioniert das? Genau, das ist natürlich die Strategie ist natürlich grundsätzlich mal so den Eindruck zu machen, dass sie schon im Mainstream sind, um die Aufmerksamkeit der Medien zu erreichen. Sagen ja alle. Und das geht auch ganz konkret natürlich so, dass sie sich beispielsweise Uhrzeiten, Hashtags vereinbaren in Privatforen, die dann ganz gezielt auf den großen sozialen Medien verbreiten, um so auch die Algorithmen auszutricksen und zu schauen, dass sie auch wirklich in den Top-Trends landen. Und das ist zum Beispiel Rechtsextremisten sehr stark gelungen, auch vor der Bundestagswahl, hier wirklich teilweise auch natürlich zugunsten der AfD-Propaganda oder der AfD-Werbung, hier sehr stark ihre eigenen Hashtags so zu platzieren, dass sie von allen Seiten gehört werden, dass sie von allen Internet-Usern gesehen werden. Wer sind die Leute, die da dahinter stecken? Woher kommt dieses Know-how? Also ist das eine international vernetzte Szene? Genau, das ist auch das, was uns am meisten Sorgen bereitet im Moment, ist, dass diese Rechtsextremisten, die hier speziell auch vor den Wahlen natürlich sehr stark diese Manipulationsversuche in den neuen Medien verwenden, dass die immer stärker auch auf internationaler Ebene vernetzt sind und es hier starke Muster gibt. Wir haben gesehen, also vor der Deutschlandwahl, vor der Bundestagswahl war das eine Gruppe von etwa 7.000 Deutschsprachigen, die sich hinter den Kulissen in privaten Chatforen koordiniert haben. Die reichen von wirklich Menschen mit sehr, sehr extremen Ideologien, teilweise Neonazi-Ideologien, bis hin zu Pro-AfD-Sympathisanten. Sehr involviert sind auch die Identitäre in dieser Gruppe. Aber die sind vernetzt oder zumindest weisen sehr ähnliche Muster auf mit den Online-Aktivisten, die wir schon gesehen haben in den Kampagnen vor der Trump-Wahl, vor den französischen Wahlen, vor jetzt eben der Bundestagswahl und jetzt auch vor 2 Wochen in Italien. Und das sind immer wieder dieselben Techniken, die hier angewandt werden. Das heißt? Es findet im Grunde eine Propagandaschlacht im Netz statt. Was ist neu daran? Neu sind eine ganze Reihe Entwicklungen dran. Natürlich ist Propaganda schon immer mit Lüge verbunden. Ja, schon immer findet Propaganda auch heimlich statt. Aber man kann über das Netz und mit dem Netz eine ganze Menge inszenieren, ohne dass irgendjemand dahinter kommen könnte, wer tatsächlich dahinter steht. Das Netz ist quasi wie gemacht für Aktionen, die man nicht zuordnen kann. Und dann ist es auch gar nicht so wichtig, ob das jetzt ein Hack ist oder eine Graswurzelbewegung, wo man denkt, 10.000 Leute sind für X oder Y und die gibt es gar nicht. Oder ob das komplett ausgedachte Nachrichten sind. Dahinter steht immer das gleiche Prinzip, dass man im Netz erstmal eine Oberfläche hat, auf die man draufschaut. Und es erfordert vergleichsweise viel Mühe, genau rauszufinden, was dahinter steht, wer dahinter steht, welche Interessen dahinter stehen. Und diese Mühe machen sich die Leute nicht immer, um es mal vorsichtig zu sagen. Also es gibt 2 Dinge, die ganz wichtig sind. Das erste ist, das Medium ist schneller, es ist direkter, es ist weniger klar, wo es herkommt. Das zweite ist, Propaganda hat ihre Natur geändert. Früher war Propaganda so, dass man versucht, Leute zu einem bestimmten neuen Denkmodell hinzubewegen. Jetzt geht Propaganda so, dass man im Grunde genommen die Ängste verschärft und sagt, wir wollen eigentlich gar nicht irgendjemandem irgendwas beibringen. Das, was von Russland zum Beispiel an Propaganda kommt, und da kommt ja einiges in Form von Trollen etc. etc. Und das ist so ein bisschen das Überbeispiel, deswegen sage ich es, weil die es am ersten vorexerziert haben. Da geht es nicht darum, ein bestimmtes ideologisches System zu propagieren, sondern Verwirrung zu stiften. Nichts darf mehr wahr sein. Anything goes, anything is possible. Alles ist möglich. So, das ist mal die Natur der Propaganda. Und wenn man sich dann anguckt, was eigentlich aus diesem Horrorkabinett, das wir mit Trump schon haben, rauskommt, dann muss man so ein bisschen drauf hören, was es ist. Erstens wird gesucht der direkte Kontakt, nicht zum Wähler, nicht zum Bürger, nicht zum Individuum, was ja eigentlich der Kern der Demokratie ist, sondern möglichst zu einer Masse, die man möglichst auch in einen Mob verwandeln kann. Es geht um die Emotion. Zweitens, diese Angst und diese Verwirrung weiter zu vertiefen. Und das Dritte ist, und das wird ganz offen gesagt, wir wollen in der nächsten Zeit diese etablierten Medien, die ja alle angeblich lügen und so weiter, mit Verleumdungsklagen auch wirklich in die Knie zwingen. Und da ist, glaube ich, schon etwas im Gange, was eben so besorgniserregend ist. Und das ist,
das Gespür für das, was Meinung ist und Tatsache, vollkommen zu verwischen. Und selbst die absurdeste Meinung noch als genauso legitim dastehen zu lassen wie eine Meinung, die sich vielleicht auf ein paar Tatsachen beruft. Und darum geht es eigentlich bei den Populisten. Man kann es halt nicht allen recht machen, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Dass es natürlich bestimmte Leute gibt, die werden sich ihr Weltbild aus dem Netz, aus ihren einschlägigen Blogs zusammenziehen. Es gibt Menschen, die haben ihr Vertrauen verloren. Und es sind nicht wenige. Es sind sehr, sehr viele und es sind auch kluge Leute dabei. Es sind natürlich auch doofe dabei, die gibt es immer und überall. Aber es sind auch viele Leute, die Akademiker sind und die eigentlich so für Zeitungen gelesen haben früher immer und die irgendwann so ein Gefühl bekommen haben, sagen wir mal, eigentlich werde ich doch verarscht. Eigentlich werde ich doch von Leuten verarscht, die für mich da sein sollten. Denen werden wir auch nicht helfen können mit einem besseren Fernsehprogramm, aber wir können natürlich trotzdem versuchen, unseren Diskurs von denen, die gewillt sind, einen Diskurs zu führen, besser zu organisieren. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Da finde ich eben nicht, dass man nur sagen kann, die sind gemein oder doof oder rechtsradikal oder haben den Hass in sich, die sind wütend. Und ich würde zumindest nicht Verständnis zeigen, aber doch zumindest verstehen wollen, warum das ist. Ich möchte nicht jedem einen Freibrief für Hetze und Hass geben, aber ich möchte verstehen, wie kommt es, dass so viele Menschen sich offenbar verarscht fühlen. Und ich glaube, das muss die große Frage in den nächsten Jahren von einem erweiterten Elitenbegriff sein. Also von den Leuten, die die Öffentlichkeit mitprägen. Wenn man mal eine ganze Reihe von diesen Hassmails bekommen hat, dann hat man nicht mehr das Gefühl, dass die ratlos sind. Die sind wahrscheinlich verloren. Nein, das sind aber eine ganze Menge Leute. Das sind aber eine Menge Leute, die da in diesem Sinne verloren sind, mit denen man tatsächlich mal nach einer Weile in Dialog eintreten kann und sagen, Moment mal, das, was Sie gerade gemacht haben mit Ihrer Mail, ist im Grunde genommen mir ins Analoge übertragen. Die Haustür eintreten, mir links und rechts eine scheuern und dann sagen, red mit mir, du Schlampe. So fühlt sich das nämlich an und das ist genau der Ton, der da kommt. Und dann sagt man, dann setzen Sie sich doch hin, trinken Sie in aller Ruhe einen Kaffee mit mir und wir unterhalten uns. So. Aber da ist eine Qualität dabei, bei der es tatsächlich auch mal wichtig ist, Grenzen zu ziehen und zu sagen, ich bin bereit, mir anzuhören, was tatsächlich der Einwand ist. Ich bin mir bereit anzuhören, dass da jemand sagt, ich glaube nicht, dass das, was Sie gerade dargestellt haben, nicht richtig ist. Aber bitteschön nicht in diesem Ton. Und ich kann eines sagen, bei dieser ganzen Kritik zu Political Correctness, Sätze, die anfangen mit, man wird doch endlich mal sagen dürfen, möchte ich meistens nicht zu Ende hören, weil das, was danach kommt, ist meistens reines Vorurteil. Und ich glaube, so wichtig es ist, etwas zu verstehen, was da kommt, in seiner Ursache, so wichtig ist es auch, eine Grenze zu setzen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Oder das, was man eigentlich zu unserer Erziehung gehört hat, zu sagen, gerne, aber nicht in diesem Ton, der ist inakzeptabel. Giovanni Di Lorenzo, Thomas Gottschalk sagt, Zeit-Chefredakteur, dass der Erfolg der Populisten sich auch darin gründet, dass wir eine Hegemonie, eine grüne Hegemonie haben, eine Hegemonie der Political Correctness hatten. Und dass dieser Reflex jetzt ist, sich gegen die Überheblichkeit und gegen die Arroganz der Etablierten zu wehren. Ist für Sie das nachvollziehbar? Ist Political Correctness tatsächlich etwas, was so viel Hass und Wut auslösen kann? Nicht Hass und Wut in erster Linie. Ich glaube, die Menschen sind nicht wütender und nicht schlechter als früher, aber sie sind ängstlicher. Die Ängstlichkeit, ungeschützt seine Meinung zu sagen und auch mal übers Ziel hinauszuschießen oder irgendetwas, das eben nicht politisch korrekt ist, das ist etwas, was heute schwieriger geworden ist. Und da sind die Grenzen auch so eigenartig verwischt. Also es ist schwer nachvollziehbar, was bei uns passiert. Die Frage ist, was wir zivilisatorisch noch anständig aushandeln können. Und ich glaube, das müssen wir wieder einfordern, dass wir sagen, wir hören gerne zu. Wir nehmen uns absolut die Mühe, zu unterscheiden zwischen dem, was manchmal etwas brutal und vielleicht auch manchmal etwas wirr vorgetragene echte Sorgen sind. Aber wir wollen es unterscheiden von dem, was eigentlich ein Freibrief zum Hass sein soll. Dem kann nicht zugehören. So, und wenn nun aber trotzdem jemand wie der ehemalige Außenminister Frau Tempel, Joschka Fischer, sagt, dass wir das Ende des Westens erleben, so wie wir ihn kannten, dann heißt das, dass wir eine komplett veränderte Welt haben, in der wir nicht nur anders kommunizieren, nicht nur anders informieren, sondern in der wir auch anders regieren? Absolut. Die Kanzlerin ist vor ein paar Jahren belacht worden, als sie gesagt hat, Internet ist Neuland. Haben alle die Netizens gelacht und sagen, ach Gott, was ist sie doof, wahrscheinlich hat sie noch nie irgendwie eine WhatsApp-Nachricht geschickt oder vielleicht macht sie nie eine Google-Suche oder so. Aber Internet ist Neuland, weil wir tatsächlich jetzt erst merken, wie wir anders unser Gespräch führen, wie direkter wir es führen, wie wir mehr Informationen kriegen, wie wir Schnelligkeiten produzieren, Dynamiken produzieren, die wir nicht unbedingt immer unter Kontrolle haben, wie sich die Arbeitswelt verändert. Und das müssen wir alles ausfummeln. Wir rennen unseren eigenen Erfindungen hinterher. Wir haben eine Technik, die über Nacht die Welt verändert.
Aber wir leben immer noch in einem Bewusstsein, was davor ist. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass diese Technik uns prägt in einem Maße, was fast historisch ist, so ähnlich wie die Renaissance nach dem Mittelalter oder die Aufklärung oder die Moderne, dass wir in unserer eigenen Wahrnehmung anfangen, andere Menschen zu werden. Ich glaube, dass das nie anders war. Ja. Im 12. Jahrhundert, also sehr weit zurück, also in der Zeit Barbarossas, ja, ist es so, dass das Jahrhundert so schnell vorangeht, so viele Wechsel hat, die Gesellschaft sich dauernd ändert, dass man zweimal im Leben lernen muss. Man muss also als 50- oder 60-Jähriger nochmal auf die hohe Schule. Das ist der Zeitpunkt, wo die Universitäten gegründet wurden. Ja? Glanzvolles Jahrhundert aus Not. Man müsste also umgekehrt fragen und sagen, hat es mal Jahrhunderte gegeben, in denen die Menschen mit der Geschwindigkeit, wie die Welt sich weiterentwickelt hat, im Einklang waren und nicht überfordert? Eigentlich kenne ich solche Jahrhunderte nicht. Haben Sie nicht gleichwohl trotzdem den Eindruck, dass wir heute in einer Zeit leben, die auf enorme Art und Weise mit sich überfordert ist? Dass wir eine Politik haben, die es schwer hat, in großen Zusammenhängen zu denken, die für die Herausforderungen, vor denen wir stehen, beispielsweise vor der Flüchtlingskrise, eigentlich viel zu klein, viel zu überfordert, viel zu eng, viel zu sehr in kleine Sachverhalte verstrickt ist, um dieses Thema auch nur ansatzweise bewältigen zu können? Also im Moment sind wir eigentlich alle Menschen, die ich kenne, ja, sind sehr beunruhigt. Ja. Und das ist eigentlich immer die Zeit, in der was Neues auch entsteht. Aber es muss nichts Gutes entstehen. Also eine Beunruhigung, eine Panik kann auch dazu führen, dass sich die Verhältnisse verschlechtern. Die Menschen verrohen, dass Barbarei ausbricht. Schrecken macht dumm, das wissen wir. Aber Schrecken lehrt auch, die Zeichen der Zeit zu lesen. Also es hat immer diese zwei Seiten. Das heißt also, die gegenwärtige Situation, dass viele Menschen Angst vor Flüchtlingen haben, dass gar nicht wenige Menschen Angst vor einer Islamisierung Deutschlands haben, einem Ausverkauf deutscher oder europäischer Werte, das alles sehen Sie nicht als eine kritische oder gefährliche Zeit, sondern Sie sehen, wenn ich Sie richtig verstehe, vor allen Dingen die Chance zum Wandel und zur Weiterentwicklung darin. Also ich sehe es als eine Herausforderung, nicht? Und dass die mich nachts unruhig macht, das gebe ich gerne zu. Internet ist Neuland, weil wir tatsächlich jetzt erst merken, wie wir anders unser Gespräch führen, wie direkter wir es führen, wie wir mehr Informationen kriegen, wie wir Schnelligkeiten produzieren, Dynamiken produzieren, die wir nicht unbedingt immer unter Kontrolle haben, wie sich die Arbeitswelt verändert. Bringt's jetzt eigentlich noch was, große Krokodilstränen zu vergießen über die Entwicklung, die dahin gehen könnte, dass durch eine zunehmende Digitalisierung und auch Automatisierung Menschen durch Computer ersetzt werden, oder ist der Zug abgefahren? Nein, wir sind mitten in einer zweiten industriellen Revolution, deren Ausmaß in Deutschland noch unterschätzt wird. Was mich an dieser Diskussion, die wir in Deutschland darüber führen, stört, ist, dass sie als eine Art Nullsummenspiel gesehen wird. Das heißt, wir sehen Arbeitsplätze verschwinden und sagen, oha, jetzt werden Menschen ihrer Existenz beraubt. Aber genau das ist nicht der Fall. Also ich kann mich nicht daran stören, wenn gefährliche Arbeitsplätze, körperlich sehr anstrengende Arbeitsplätze, unangenehme Tätigkeiten automatisiert werden. Und die gesellschaftliche Aufgabe, die wir haben, ist, die Menschen, die dort tätig waren, dabei zu unterstützen, eine neue, andere Tätigkeit aufzunehmen, wo sie für ihre Familien den Lebensunterhalt bestreiten können. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ein erheblicher Teil der Gesellschaft das nicht schafft. Also, dass es diejenigen gibt, die smart sind, die geschmeidig sind, die sich in dieser Welt anpassen können und die das wunderbar hinkriegen können und da auch ihren Profit draus machen und sich um ihr Leben keine Sorgen machen müssen. Zum einen glaube ich, dass das Leben viel mehr in Phasen verläuft, als wir uns das so träumen lassen. Zum Zweiten glaube ich durchaus, dass auch nicht so wahnsinnig im klassischen Sinn gebildete Menschen Eigenverantwortung haben und entwickeln können. Ich glaube aber, wenn Sie sagen, die normalen Handwerksberufe werden zum Teil wegfallen, viele einfache Dienstleistungsberufe werden wegfallen, dann bedeutet das, dass die Jobs, auf die es ankommt, immer anspruchsvoller werden. Jedenfalls gehe ich mal davon aus. Und es gibt ganz viele, die dem nicht mehr folgen können. Oder wollen. Und für die nicht mehr können oder nicht mehr wollen. Und für die die Gesellschaft dann keine Verwendung mehr haben wird. Das heißt, selbst wenn wir ganz viele großartige neue Jobs auf dem quartären Sektor, in den höheren Dienstleistungsberufen, in den computerisierten, digitalisierten schaffen, werden wir gleichzeitig trotzdem eine immer größere Zahl von Menschen haben, die dem nicht folgen können,
Was machen wir mit denen? Ja, wir können Voraussetzungen schaffen. Also wenn man die Arzthelferin vor 40 Jahren sieht, die hat die Patientenakten geführt. Das läuft alles heute automatisch. Wenn ich aber beim Zahnarzt bin, die Arzthelferin ist es, die einen komplexen Gebissabdruck macht, die Röntgenmaschine bedient. Das heißt, es ist wesentlich mehr Qualifikation dabei. Denken Sie an den Kfz-Mechaniker von früher, den Schrauber, der heute Kfz-Mechatroniker ist und mit IT umgeht. Also der Qualifikationsanteil hat sich erhöht und unsere gesellschaftliche Aufgabe ist es, Menschen durch den Zugang zu bester Bildung in die Lage zu versetzen, auch in der Digitalisierung ihr Leben selbstbestimmt zu führen. Ich möchte hier schon noch mal ein bisschen Wein in ihr Wasser reingießen, weil ich glaube, dass wir hier von ganz falschen Voraussetzungen ausgehen. Ja, war ein Scherz. Von ganz falschen Voraussetzungen ausgehen. Wir denken immer, dass es da eine vollständige Ersetzung gibt der Arbeitskräfte. Es ist aber so, dass durch Skalierungseffekte auf einmal vielleicht nicht mehr 100 Meister gebraucht werden, die irgendein Werkstück auch skizzieren können, sondern vielleicht nur noch einer, weil mit bestimmten Geräten und der digitalen Vernetzung das skalierbar ist. Das bedeutet, das Wissen habe ich einmal an einer Stelle und kann es dann sehr oft reproduzieren. Das Problem wird sein, dass es eine Aufspreizung gibt, dass es immer mehr Jobs gibt, für die man ganz gering qualifiziert nur sein muss, weil das prozessuale Wissen für diese Arbeit in der Maschine steckt und dass es immer weniger Jobs gibt, die wirklich sich auch lohnen, weil sie hochbezahlt sind. Die gibt es nach wie vor. Aber es gibt sehr viel mehr Menschen, die für kleines Geld arbeiten müssen in einem gering qualifizierten Job. Ich habe da ein Zitat Warum? Weil da hätte ich jetzt gedacht, das machen dann Maschinen eben genau. Das tun sie nicht alleine. Maschinen werden ja selten von heute auf morgen komplett in einer Branche durchgehend eingeführt, sondern da gibt es so Sickerprozesse. Das ist hier auch so. Und das ist übrigens nicht nur auf den Lkw-Fahrer beschränkt oder auf die Pflegerin oder auf jemanden am Fließband. Ich zitiere mal den Herrn Frank Schirmacher, der gesagt hat, das Internet ist die Dampfmaschine des Geistes. Will sagen, natürlich reden wir hier eigentlich nicht nur von Robotern, sondern auch von elektronischen Prozessen, die geistige Arbeit mit ersetzen können. Und auch das ist heute schon spürbar. Deswegen glaube ich, wir müssen uns dem Thema Arbeit ganz neu stellen. Wir brauchen vielleicht sogar einen neuen Arbeitsbegriff. Also unser Arbeitsbegriff, den wir heute haben, ist ein protestantischer Arbeitsbegriff. Es ist ein Arbeitsbegriff, den es noch nicht seit Ewigkeiten gibt. Wenn wir mal in der Geschichte der Menschheit nur die jüngere Geschichte zurückblättern, nur die letzten 2500 Jahre, in der Zeit, als die griechische Demokratie erfunden wurde, da war der freie Bürger, der Demokrat, der war dadurch gekennzeichnet, dass er eines nicht tat, nämlich arbeiten. Gearbeitet haben die Sklaven und gearbeitet haben die Frauen. Und unsere Vorstellung, die wir heute von Arbeit haben, die ist eigentlich erst im Calvinismus entstanden, nach Max Weber durch die protestantische Ethik gekommen, im Kapitalismus. Die ist gekennzeichnet dadurch, dass ich für Lohn arbeite. Sie ist gekennzeichnet dadurch, dass ich eine bestimmte Tätigkeit möglicherweise mein Leben lang mache, dass man also marxistisch gesagt eine entfremdete Form von Arbeit macht und dass man in der Vorstellung der protestantischen Ethik für Gottes Lohn arbeitet oder eben für den Lohn, den einem der Kapitalist gibt. Also man arbeitet nicht für sich, man arbeitet für höhere Weihen beziehungsweise man arbeitet für Geld. Das ist ja eine ganz neue, ganz junge Vorstellung in der Geschichte. Möglicherweise geht diese Vorstellung zu Ende. Da möchte ich ein bisschen was kontern. Es ist nicht nur aus der protestantischen Ethik heraus entstanden, sondern es gibt auch eine Schrift von Engels, wo er die Menschwerdung des Affen ganz eindeutig auf die Arbeit bezieht. Ja, aber das ist die Gegenutopie. Das ist die Gegenutopie. Das bedeutet, von zwei Seiten wird so getan, seit vielen Jahrzehnten, seit weit über 150 Jahren, wird so getan, als sei Arbeit eine Art Religion. Also bevor wir auf den religiösen Aspekt kommen, müssen wir mal sehen, dass wir zunächst einmal mit Engels auf der einen Seite und der protestantischen Ethik auf der anderen Seite ein absolutes Gegensatzpaar haben. Ja. Die Vorstellung der protestantischen Ethik ist, dass ich lebe, um zu arbeiten. Ja, das Arbeiten und nicht, dass ich arbeite, um zu leben. Und das ist fast deckungsgleich. Das ist genau das Gegenteil. Also da würde ich widersprechen. Darf ich das kurz noch? Also die marxistische Grundvorstellung ist, dass Arbeit die natürlichste Tätigkeit des Menschen überhaupt ist. Also Engels Schrift über den Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen sagt, Arbeiten ist die genuin menschliche Tätigkeit. Genau. Durch Arbeit wurde der Mensch zum Mensch. Mit Arbeit ist gemeint jegliche Form von Tätigkeit. In der protestantischen Ethik ist nur mit Arbeit das gemeint,
was Lohn gibt Absolut. am Ende. Und Also das fremdbestimmte Arbeit, nicht selbstbestimmte Das möchte ich Arbeit. jetzt weiterentwickeln hin zu dem, was nach vielen Entblätterungen der Kern daran ist, nämlich die Arbeit als eine Art Ersatzreligion zu betrachten. Und zwar, sagen wir mal, konfessionsübergreifend. Darauf kann man sich in Deutschland sehr leicht einigen, dass Arbeit die Essenz von dem ist, was unseren Wohlstand ausmacht. Und wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass sich die Arbeit verändert, und wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass die Arbeit, wie ich vorher gesagt habe, sich in bestimmten Bereichen verschiebt, aber in anderen Bereichen auch einfach aufhört, das Wesensmerkmal der Gesellschaft zu sein. Also in dem Moment, glaube ich, muss man sich gesellschaftlich auch von diesem quasi religiösen Arbeitsbegriff lösen. Und das ist deswegen nicht so einfach, weil auf dem Eckrentner, auf dem sein ganzes Leben lang arbeitenden, in Festanstellung arbeitenden Menschen unser ganzes Sozialsystem aufgebaut ist. Das bedeutet, man denkt immer, das ist so eine sphärische Diskussion, wie steht man zur Arbeit? Und tatsächlich ist von der Rente über die Sozialversicherung, Arbeitslosenversicherung bis hin zur Krankenversicherung alles so eng am Begriff der Arbeit und an einem extrem engen Begriff der Arbeit, ja, quasi an dem stahlharten Gehäuse der Hörigkeit entlang operierend. Und dass ich glaube, mit der Veränderung unseres Arbeitsbegriffs durch das Internet müssen wir auch die Gesellschaft umbauen. Sonst steuern wir auf eine ziemlich schlimme Situation zu. Die Frage, die mich beschäftigt, ist, ob der Sozialstaat Bismarck'scher Prägung eigentlich noch trägt. Weil das Konstitutive gegenüber für diesen Sozialstaat, das ist der männliche, lebenslang beschäftigte, ausrechenbare männliche Ernährer der Familie. Der ist, wie wir alle wissen, nicht mehr der Regelfall, sondern er wird zunehmend zur Ausnahme. Und auf den hat sich aber der Sozialstaat von Bismarck gestützt. Heute haben wir unglaublich flüssige Lebens- und Arbeitsverhältnisse. Sehr viele Menschen, und in dem Bereich, in dem ich vorzugsweise mich aufhalte, zwischen Journalistinnen und Verlegern und Lektoren. Und das sind alles projektförmige Verhältnisse. Wie muss man sich das denn Ihres Erachtens in der Zukunft vorstellen? Wird die Flexibilisierung, die Verflüssigung, das lebenslange Lernen, wird das für alle Berufe gelten oder nur für einen Teil? Da muss man ganz klar sagen, vielleicht mit einem Konzept von Bloch am besten. Der hat das Konzept der Ungleichzeitigkeit aufgemacht, dass es natürlich nicht die gesamte Gesellschaft gleichzeitig betrifft. Das sind sehr lange Entwicklungen, auch langphasige Entwicklungen. Die Ungleichzeitigkeit sagt im Prinzip, dass einige sehr früh betroffen sind. Wir haben das in der Kreativindustrie heute schon so, dass sie dramatisch betroffen ist von dieser Verflüssigung. Und dass in anderen Bereichen das sehr viel länger dauert. Und ich glaube, das ist etwas, was man aufgreifen muss. Diese Ungleichzeitigkeit wird bisher sehr wenig adressiert. Vielleicht ist diese Ungleichzeitigkeit ja noch harmlos gegenüber einer anderen Ungleichzeitigkeit, die gegenwärtig besteht, zwischen der rasanten technischen Entwicklung, die immer schneller wird, und die unsere ganze Arbeitswelt in einem unglaublichen Tempo verändert, selbst wenn einige noch eine Weile zurückbleiben, aber irgendwann auch davon erfasst werden. Und einer Politik, die eigentlich ganz traditionell ist. Einer Politik, wo man das Gefühl hat, dass sie im 20. Jahrhundert stehen geblieben ist. Das 19. und 20. Jahrhundert kann man als das Jahrhundert der institutionellen Arbeit auffassen. Und viel mehr Leute werden in Zukunft in flachen Hierarchien oder gar keinen Hierarchien arbeiten, sondern werden quasi als Ich-AGs arbeiten, in Projekten arbeiten. Heute wird es immer stärker projektförmig. Und zwar nicht nur im Kulturbereich, sondern man kann auch die Kurzarbeit, die Zeitarbeit, die kommen Sie mal für 3 Tage im Monat. Die Vorstellung, ganz viele sind in einer Fabrik oder in einer Abteilung, in einem Büro, die wird in Zukunft nur noch ganz, ganz selten vorkommen, sondern die meisten Leute arbeiten zusammen oder im Team zu Hause und ohne Chefs. All diese Arbeitsverhältnisse, da fällt man immer zwischendurch in die Loch. Einen Punkt will ich sagen. Wir sprechen jetzt über diese Selbstständigen wieder so, als sei das schon wieder eine Besonderheit unseres Arbeitsmarkts und sei ein negativer Prozess, weil wir vor Augen haben so traditionell das normale Arbeitsverhältnis, also fest angestellt, 35-Stunden-Woche und so weiter und so fort. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, viele Menschen wollen auch gerne selbstständig sein. Würden aber auch gerne was dafür verdienen. Unbedingt. Dazu eine Zahl. Wir haben über 2 Millionen Selbstständige in Deutschland, die einen durchschnittlichen Stundenlohn von 5 € haben, weil sie selbstständig sind und weil der Staat gar nicht möchte, dass so viele Leute selbstständig sind. Ne? Sozialkassen funktionieren ja auch über
Festangestellte. Das spürt man recht deutlich. Ich bin seit langer Jetzt Zeit lasst uns selbstständig. zwei Dinge trennen. Einerseits die soziale Absicherung, die wir wollen, dass keiner, auch der Solo-Selbstständige, der krank wird, der braucht eine Absicherung, sonst fällt er ins Bodenlose. Naja, darüber muss man nachdenken, wie das gelingt. Steuererhöhung? Das heißt, Sie schauen bei der Entwicklung zu, aber Sie steuern sie auch nicht? Man wird nicht alles steuern können. Kann man sich der Entwicklung noch mal entgegenstemmen? Ich glaube nicht, dass wir ihn aufhalten können. Ja? Spielt also überhaupt eine Rolle, ob wir das wollen oder nicht wollen? Ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt. Und ich glaube auch nicht, dass wir da absolut hilflos sind. Ich glaube vielmehr, dass wir unbedingt Debatten führen müssen darüber, wie wir diesen Fortschritt lenken können. Man wird nicht alles steuern können. Ich glaube, wir müssen darüber reden, wo ich mich unterscheide von so neoliberalen Träumereien. Wie können wir ihn lenken? Wenn wir uns anschauen, wie die Flexibilisierung im Moment wirkt, dann sehen wir, dass sie sehr unterschiedlich wirkt auf ganz hochqualifizierte Kräfte, die am Markt sehr gefragt sind. Die können sich Homeoffice-Days gönnen, die können auch mal sagen, ich mache ein Jahr frei. Das ist ja inzwischen ein ganz übliches Instrument, das Sabbatjahr, das gab es vor 20 Jahren in der Form auch noch nicht. Da findet schon eine Flexibilisierung statt, da gibt es viele Möglichkeiten. Also in den gebildeten Bereichen, wo Arbeitskräfte gefragt sind, da wirkt das eher positiv. Das Problem ist eher auf einer Ebene, wo Arbeitskräfte im Überfluss vorhanden sind. Da kann die Flexibilisierung sehr aggressiv und sehr problematisch wirken. Ja, aber dann bietet man sich doch im Grunde auf einem Arbeitsmarkt an und der eine qualifizierte Arbeit am günstigsten macht, der wird genommen. Und zwar für ein bestimmtes Projekt. Und dann schreibe ich ein neues Projekt aus und gucke wieder, welche flexible Arbeitskraft sich dafür anbietet. Was ist die Folge? Ich muss keinen mehr fest anstellen. Zweite Folge ist, ich muss keine Sozialabgaben mehr zahlen als Arbeitgeber. Dritte Folge ist, ich drücke das Lohnniveau, weil ich werde immer noch jemanden finden, der in einer so prekären Situation ist, dass er diesen Job auch für wenig Geld macht. Das wäre jetzt sozusagen von unserer sozialen Marktwirtschaft aus gesehen eine Horrorfantasie. Dem möchte ich vorausschicken, dass es mir jetzt schon auch ohne diese Internetentwicklung nicht so vorkommt, als seien geringer qualifizierte Arbeitskräfte am Markt so auf paradiesischen Händen getragen. Ich glaube, die haben heute auch schon ganz massive Probleme. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich glaube, diese Probleme muss man adressieren und abfedern. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Konzepte. Ich kann nicht sagen, ob da neue Dienstleistungsberufe entstehen, die quasi denjenigen, der das Ganze nicht mitmachen möchte, der vielleicht auch nicht diese Bildungsmaschine durchlaufen möchte, ob die den mit ernähren werden. Ob das entsteht, das kann ich nicht sagen. Das ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen für die Zukunft für eine sehr sinnvolle Sache halte. Zumindest, dass man damit experimentiert und versucht herauszufinden, wie das wirkt. Denn das würde viel Druck wegnehmen von den Leuten, viel Existenzangst auch mindern. Und ich glaube, dass ein menschenwürdiges Sozialsystem, was direkt mit der Arbeit zu tun hat, dass das vor allem die Aufgabe hat, Existenznot zu mildern und Existenznot eigentlich abzuschaffen. Also das bedingungslose Grundeinkommen wäre im Grunde genommen die Fortsetzung des Traumes von Marx und Engels. Und es ist gerichtet gegen die klassische protestantische Ethik. Also in der protestantischen Ethik, ja, dann kann man sozusagen seine Gottesnähe daran erkennen, was man verdient. Lohnarbeit. Die marxistische Vorstellung von Arbeit ist Selbstverwirklichung. Und wenn ich jedem jetzt ein Grundeinkommen zahle, dann kann er auf der Basis dieses Grundeinkommens für sein Leben entscheiden, was er machen will oder nicht. Die erste Definition, die Marx und Engels gegeben haben vom Kommunismus, die nichts zu tun hat mit alledem, was wir an kommunistischen Ländern kennen. 1847 in der deutschen Ideologie. Das ist ein sehr wegweisendes Zitat für das, worüber wir sprechen. Besagt, dass in der entfremdeten, protestantisch-ethisch geprägten kapitalistischen Gesellschaft jemand entweder Hirte werden muss oder er muss Viehbauer werden oder er muss Fischer werden oder er wird Buchkritiker. Und alles das von dem ist er sein Leben lang. In der kommunistischen Gesellschaft kann ich morgens Schafe hüten, mittags fischen gehen, nachmittags mein Vieh züchten und abends Bücher kritisieren, ohne je Hirte, Fischer, Bauer oder Kritiker werden zu müssen. Das ist doch im Grunde genommen sehr nahe an dem, also diese Art Marxismus 2.0, ist doch sehr nahe an dem, was Sie gerade gesagt haben, dass ich quasi nicht etwas mein Leben lang mache, sondern dass der flexible Mensch
mal positiv betrachtet, jemand ist, der arbeitet, um sich selbst zu verwirklichen. Wir haben das ja heute in der jungen Generation. Die Leute denken nicht nur, ich muss für Lohn arbeiten, sondern das soll mir Sinn geben, das soll meinem Leben eine Bedeutung stiften und vieles andere mehr. Das wäre doch im Grunde genommen so, dass der Palo Alto-Kapitalismus, die digitale Welt, heute es ermöglicht, diesen urmarxistischen Traum, diese Positivdefinition von Kommunismus, die nirgendwo je gelebt worden ist, zu realisieren. Ich glaube, wir brauchen eine Weiterentwicklung der Haltung. Die Haltung gegenüber der Arbeit einer ganzen Bevölkerung, die muss sich wandeln. Und ich glaube, dass die tatsächlich, wenn man das so will, urmarxistisch, eher in Phasen gedacht sein sollte. Ich habe eine Phase, da möchte ich dieses tun. Ich habe eine Phase, da ist es eher wichtig, das zu tun. Sie würden im Grunde genommen die ganzen klassischen sozialdemokratischen Errungenschaften nicht nur auf den Prüfstand stellen, sondern abschaffen, um eine neue Synthese zu schaffen zwischen liberaleren, flexibleren Arbeitsmärkten auf der einen Seite mit einer marxistischen Grundabsicherung. Ja, also man hat ja sowieso immer die besten Möglichkeiten, wenn man eklektizistisch bestimmte Konzepte miteinander kombiniert. Die Zeit, in der wir leben, ist total zusammengewürfelt und zusammengepuzzelt. Die folgt nicht dem einen großen Muster. Ich glaube auch, dass das nicht eine eindimensionale Entwicklung ist, sondern eine, die sehr diffus an den Rändern anfängt, so hin und her zu pendeln zwischen neoliberalem Wunschtraum und quasi marxistischen Elementen. Das glaube ich tatsächlich. Insofern ist die Antwort auf diese Entwicklung auch keine, die man eindimensional betrachten kann. Das ist nicht der ursozialdemokratische Traum. Es ist aber auf gar keinen Fall dieses neoliberal zu Ende gedachte, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Ich glaube, man braucht eine richtige Mischung. Und wenn am Ende gleichzeitig man es hinbekommt, politisch die Existenzangst abzuschaffen, dann, glaube ich, hat man einen wesentlichen Schritt erreicht, auch was Arbeit angeht. An dem würde ich auch anknüpfen. Ich stelle fest, dass unglaublich viele Menschen von Angst bedroht sind. Gehe ich jeden Monat mit einer Angst um, dass ich vielleicht nicht mehr dazugehöre, dass ich rausfliege, dass ich meine Wohnung verliere? Oder aber denke ich, ich könnte vielleicht auch mal ein bisschen zurücktreten, ich könnte noch mal nachdenken, was ich eigentlich will. Man stellt immer wieder fest, dass Menschen plötzlich sagen, oh, ich glaube, ich habe die letzten 10 Jahre nicht darüber nachgedacht, was ich wirklich kann und will, weil ich in diesem Hamsterrad drin war und dachte, bloß nicht rausfallen. Und wir brauchen neue Arbeits- und Lebensverhältnisse, die sich überall schon an den Rändern andeuten. Wenn Sie das so vehement befürworten, dann müssen wir noch mal vielleicht eine Momentaufnahme der Gegenwart machen. Gerade in den künstlerischen Bereichen, die ja Sie als Zukunftsbereiche ansehen, ist ja das prekäre Einkommen ganz gering. Also die verdienen vielleicht 1000 oder 12, wenn sie verdienen, oder sie fallen in Hartz IV. Ist denn dann Hartz IV nicht eigentlich schon so was Ähnliches wie bedingtes Runterkommen? Es ist ein hochproblematisches, hochbedingtes, mit sehr viel Würdelosigkeit einhergehendes. Ich meine, wir diskutieren im Moment in der Politik über 5 Euro. Es ist unfassbar. Und 3 Euro, das meinte ich damit. Ja. Ne? Ich würde Hartz IV gar nicht so negativ. Auf der Stelle nicht so negativ. Ich denke, es ist ein evolutionärer Schritt gewesen, der ganz interessant ist, weil manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um einen Schritt nach vorne zu gehen. Das stimmt. Wir hatten ja im Grunde bis in die 90er Jahre eine Tendenz in allen westlichen Sozialstaaten, dass wir die Unabhängigkeit vom Arbeitsmarkt unterstützt haben, und zwar auch bis in die Sozialdemokratie hinein, die Gewerkschaften. Also man wollte den Menschen, wollte ihnen gerade die Freiheit vom Arbeitsmarkt bieten. Und dann gab es einen interessanten Wandel, im Grunde in so einer Verzögerung nach Ronald Reagan und Margaret Thatcher. Man könnte wir können es so formulieren, so eine Art neokonservative Wende, die dann auch die Sozialdemokraten erfasst hat. Der erste war Bill Clinton, der dann eine Sozialhilfereform in den USA vor 15 Jahren vertreten hat, 96, die eigentlich von den Konservativen, von Republikanern gewollt worden ist, die dann von Tony Blair übernommen worden ist und später von Gerhard Schröder. Das war diese Dreiheit. Es waren 3 Sozialdemokraten, die haben eigentlich diese Idee der Dekommodifizierung, also ein schreckliches Fremdwort, das heißt im Grunde etwas mehr Unabhängigkeit vom Arbeitsmarkt. Also es kommt von der Arbeitsmarkt ist etwas, was heutzutage umfassend alle versucht zu integrieren. Das gab es ja früher nicht. Da wird doch dieser ganze Zynismus dieser sogenannten Sozialdebatte irgendwie deutlich. Also dass wir über Mineralwasser und Zigaretten und über 3 Euro
Euro oder 5 Euro reden und Gutscheine und dann vielleicht auch noch über eine noch mehr aufgeblähte Sozialbürokratie, die dann nochmal die ganzen Scheine verteilt. Das ist unfassbar. Es geht nicht nur um 5 Euro, es geht letztlich um die Lohnabstandsgebot-Diskussion. So ist es. Seit 30 Jahren, 35, 40 Jahren. Und die Annahme ist die, wenn man das Grundsicherungsniveau zu hoch schraubt, dann gibt es keine Bereitschaft mehr, schlechte Jobs zu übernehmen. Ich habe als Tellerwäscher gearbeitet. Wenn mir einer die Kohle so gegeben hätte, ich wäre jeden Tag liegen geblieben. Definitiv. Da wäre ich nicht einmal aufgestanden. Nicht einmal. Das ist ein gutes Beispiel, ja. Ich würde gerne auf dieses Beispiel eingehen, weil das mit den Tellerwaschen ist ein super Beispiel. Ja. Ich finde, inzwischen gibt es wirklich hervorragende Geschirrspülmaschinen. Das ist eine Arbeit, die man ernsthaft den Maschinen gibt. Und es gibt im Gegenzug viele Tätigkeiten, zum Beispiel in der Pflege, die man niemals maschinell erledigen kann. Entschuldigung. Es gibt ja im Gegenzug viele Bereiche, wo man sogar noch mehr Arbeitskräfte braucht, zum Beispiel im Bereich Pflege. Ne? Da, auch wenn man Leute fragt, die im Pflegebereich tätig sind, würden sie aufhören, ihre Arbeit zu tun, nur wenn sie 1.000 Euro kommen, sagen die meisten. Nein, ich würde vielleicht etwas weniger arbeiten, damit ich nicht so gestresst bin. So, insofern, es gibt unterschiedliche Anreize zu arbeiten. Und vielleicht, wenn man möchte, wenn es eine Tätigkeit gibt, die notwendig ist und man möchte, dass die jemand tut, dann muss man zum einen sagen, 1.000 Euro alleine reichen den wenigsten. Zweitens muss man sagen, dann muss halt die Arbeitszeit etwas kürzer ausfallen, weil eine Tätigkeit, die, wenn ich die 60 Stunden die Woche mache, vielleicht anstrengend ist, aber wenn ich sie 30 Stunden mache, empfinde ich sie als eine Sinnstiftung. Und das Dritte ist natürlich, man muss auch die Arbeitsbedingungen verbessern, zum Beispiel im Bereich Pflege, dass die Leute so wie ich jetzt nicht Zeit habe auszusprechen, haben die Leute dort keine Zeit, sich in Ruhe um den Einzelnen zu pflegen. Ich frage mich gerade, Frau Kipping, wenn Sie so abends nach Hause kommen, Ihren Lieben noch mal einen Gute-Nacht-Kuss gegeben haben, dann ganz allein in Ihrer Wohnung sitzen, ist ganz ruhig. Glauben Sie das wirklich, was Sie gerade erzählt haben? Also erstens, ich habe eine kleine Tochter, leider ist es auch abends nicht immer wirklich ruhig. Aber zweitens, wissen Sie, wir wissen ja, niemand von uns kann genau sagen, was passiert in einer Gesellschaft, wo es ein Grundeinkommen gibt. Wir erleben jetzt aber das komplette Gegenteil von einem Grundeinkommen, Hartz IV. Und ich habe in meiner Arbeit immer wieder mit den Auswirkungen davon zu tun gehabt. Und ich sehe, wozu Sanktionen führen. In was für eine Existenznot Menschen kommen. Ich sehe, dass wenn es eine Regel gibt, die Leuten halt dazu zwingt, Arbeit anzunehmen, denen sie vielleicht überhaupt nicht klarkommen, was das auch für Krankheit verursachen kann. Und ich sehe vor allen Dingen auch, was mit der Welt der Arbeit passiert. Weil wir haben ja heute das Problem, dass dieses Damoklesschwert, wenn du deinen Job verlierst, fällst du in Hartz IV und damit in ein System, wo du wirklich auch Schikane ausgesetzt bist. Dass dann Leute bereit sind, schlechte Löhne in Kauf zu nehmen und vor allen Dingen, wie wir jetzt wissen, jeder Zweite sich sogar krank auf Arbeit schleppt. Und ich habe darüber nachgedacht, wie kann man diesen Erpressungsdruck auch gegenüber Beschäftigten verändern. Und deswegen sage ich, der Kampf um das Grundeinkommen, da geht es gar nicht um die Erwerbslosen, da geht es vor allen Dingen darum, dass diejenigen, die einen Arbeitsplatz haben, in einer besseren Verhandlungssituation sind, um bessere Löhne rauszuhandeln und familienfreundlichere Arbeitszeiten. Frauenarbeitsplätze sind das Problem. Die Frauenarbeitsplätze, also alles, was mit Pflege zu tun hat oder mit dem Aufziehen und Begleiten von Kindern, das würde sehr viel mehr Geld jetzt nochmal das Beispiel. Wir haben 80 Millionen Einwohner. Das heißt, wir bräuchten 1 Billion, wenn jeder 1.000 Euro kriegt. Wer soll das bezahlen? Herr Werner, wie soll es gehen? Das ist schon bezahlt. Wieso? Ja, weil jeder, der ein Einkommen hat. Das Grundeinkommen wächst in die bestehenden Einkommen hinein und sichert sie verfassungsrechtlich ab. Das heißt, ich kriege es nicht, der jetzt Sie kriegen heute schon Grundeinkommen. Ja, ich kriege jetzt ein Einkommen. So. Und Sie kriegen aber auch Grundeinkommen. Aber das wird nicht draufgelegt, sondern es wird von meiner Steuerschuld abgezogen, oder wie? Nein, genau. Sie nehmen ja einen Steuerfreibetrag in Anspruch. Ja, genau. Und Ihr Steuerfreibetrag ist das Grundeinkommen. Ach so. Wird immer wieder vom Verfassungsgericht neu bestimmt. Im Moment sind es, glaube ich, 9.000 Euro, die Sie in Anspruch nehmen. Das heißt, die Summe wäre gar nicht so Nein, groß. überhaupt nicht. Die Summe, da gibt es eine Dissertation von einem Doktoranden, der bei mir promoviert hat. Und da kommen irgendwann 50, 70, 80 Milliarden Euro raus. Aber da sieht man auch den Denkirrtum. Da sieht man auch den Denkirrtum. Wir sagen immer, man müsste das finanzieren. Das ist ja gar nicht wahr. Man muss es eher produzieren. Also der Reichtum
ist ja durch die Güter. Und jetzt müssen wir fragen, wenn es 8 Millionen Menschen sind, die jetzt eine Aufsattelung ihres Einkommens bekommen, sodass sie auf 1000 kämen, ja? Also, oder 8, also nur, um das mal so methodisch klar zu machen. Dann muss man, das Finanzieren reicht nichts, ne? Weil ein Geldschein hat ja keinen Wert. Wir müssen die Güter bereitstellen. Und jetzt muss man fragen, haben wir die Fähigkeit, genügend Güter bereitzustellen? Ja, und jetzt frage ich Sie ganz ernsthaft, ja. Also wir leben in der absoluten Überflussgesellschaft. Er argumentiert keynesianisch, also die Nachfrage stärkt. Er argumentiert letztlich volkswirtschaftlich. Also ein anderes Argument ist ja zu sagen, die Produktivitätsressourcen sind erheblich, das ist in der Tat so. Wir haben es auch in der Automobilindustrie, erhebliche Produktionsüberhänge. Insoweit ist die These sicherlich begründbar, die Sie haben, dass man sagt, also im Grunde ist der Nachschub an Gütern jedenfalls für die Metropolen, das heißt für die Länder der ersten Welt und der zweiten Welt durchaus denkbar. Wir wollten ja erstmal den Blick auf die ganze Welt noch etwas zurückstellen, weil da wird es zum Teil komplizierter. Aber wenn wir jetzt sozusagen globalen Grundeinkommen, für Deutschland kann man das sicherlich sagen. Ich glaube, die Frage ist nach den Kosten des Grundeinkommens. Ich denke, eine der zentralen Themen ist, dass das teuerste am Grundeinkommen sind die Hausfrauen. Wieso? Ach so, weil die ja bis jetzt gar nichts sind. Ja, klar. Ja, und aber auch am interessantesten. Das liegt aber daran, dass hier ein bestimmtes Lebensmodell bisher so organisiert war, dass die Tätigkeit der Kindererziehung über den Ehemann in der Regel finanziert wurde. Das setzt zum einen moralisch voraus, du hast es vorher angesprochen, die Bereitschaft der Männer, die Unterhaltsverpflichtung zu übernehmen und sich als Familienernährer zu verstehen. Das erodiert. Ja, weltweit ist ein Problem. Auf der anderen Seite ist es aber nicht mehr zeitgemäß. Wir sind heute in einer Welt, in der sozusagen die Individualisierung tatsächlich sich vollzieht und der Männer wie Frauen eine eigene Existenzsicherung sich aufbauen. Das ist alles anderes unrealistisch. Das kann ich meiner Tochter nicht vermitteln, das kann ich meinen Studenten nicht vermitteln. Also wir müssen uns auch für uns selbst sorgen. Und deswegen ist sozusagen eigentlich ein Grundeinkommen unter Status quo-Bedingungen muss ein Stück weit etwas heilen, was aus der alten Zeit stammt, nämlich diese Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau. Und das ist der größte Kostenblock. Und die Abhängigkeit. Also der bismarckische Sozialstaat braucht die konsistente Familie. Er braucht die Lebenserwartung von 53 Jahren, die gibt es auch nicht mehr. Und er braucht die stabile Berufsbiografie. Alles drei obsolet und das damit sind die Hauptsäulen des bismarckischen Sozialstaates zusammengebrochen. Grundeinkommen ist ein Argument für einen neuen Sozialstaat. Es ist die Weiterentwicklung eines Sozialstaates, aber dann würde ich eben sagen, es geht hinein in eine kulturell geprägte Gesellschaft, weil es tatsächlich ein Unterschied, was ich ja irre zynisch finde an den Neoliberalen ist, dass sie sagen, jeder ist seines Glückes Schmied. Leider geben wir keinen Amboss und keinen Hammer. Ja? Und das ist Amboss und Hammer. Das heißt, Sie argumentieren auch, dass eine Kreativität neu entsteht. Man wird nicht gezwungen, sagen wir mal, als Wissenschaftler, oder als Schriftsteller wird man nicht gezwungen, dass man gleich einen Vorschuss hat, sondern man kann auch mal 1-2 Jahre an einem Buch arbeiten, ohne dass man... würde auch bessere Kunst, es würde wahrscheinlich bessere Literatur entstehen, weil nicht aus irgendeinem Erwerbsdruck heraus muss schnell noch ein Buch geschrieben werden. Das würde entschleunigen. Und wenn wir müssen ja auch alle damit rechnen, dass wir unser Leben doch ein bisschen ändern müssen aufgrund unserer ökologischen Katastrophen, die wir alle doch nicht verdrängen sollten. Na gut, man kann nicht alles damit teilen. Aber es ist natürlich, man kann einfach, wenn man Einkommen und Arbeit voneinander trennt, dann kann man eigentlich erst anfangen, wirklich auch ökologisch zu denken. Gut, jetzt würde ich gerne Herrn Reichmuth zu Wort kommen lassen. Sie haben Mathematik und Physik studiert, sind jetzt Journalist. Sie nennen sich ein Klimaskeptiker. Heißt das, dass Sie all das, was jetzt gesagt wurde, was auch im Zusammenhang mit Klima steht, so nicht sehen? Es ist alles normal, was wir an auch extremen Phänomenen beobachten können. Ja, Sie können mich gerne auch vielleicht Klimaleugner nennen, weil das hat auch etwas Religiöses, das Ganze. Es gibt bis heute keinen Trend zu stärkeren tropischen Stürmen, zu stärkeren Hurricanes und Zyklonen. Das sagt nicht ich, das sagt der Weltklimarat. In seinem neuesten Bericht 2013 sagt er ganz klar, bis jetzt hat es keinen Trend nachweisbar gegeben, dass diese Zyklone und Hurrikane stärker und intensiver werden. Also man muss nur mal schauen, was sind die Fakten. Das heißt, Sie finden die Aussagen des IPCC, des Weltklimarats, grundsätzlich korrekt?
Ich halte mich noch an das, was Sie sich orientieren. Und dann der Weltklimarat, das als diese Instanz, die man zu berücksichtigen hat. Das gilt als die Wissenschaft. Der Weltklimarat sagt auch, dass es eine Erderwärmung gibt, die vom Menschen verursacht ist. Stehen Sie auch zu dieser Aussage? Ich sehe, es gibt eine Erderwärmung um 1 Grad plus. Jawohl, das ist richtig. Dass das vom Mensch gemacht ist. Es gibt ja nicht nur einfach nichts oder ganz. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand gibt, der das mit hinreichender Sicherheit weiß, was da abgeht. Zum größten Teil, sagt er. Zum größten Teil oder zum kleinen. Dem würden Sie zustimmen? Ich würde zustimmen. Also ich bin überzeugt, dass das niemand mit Sicherheit weiß, weil das, was da am Himmel oben ist, diese ganzen Zusammenhänge. Im Labor ist klar, eine Verdoppelung des CO2-Gehalts gibt eine Erwärmung von etwa 1 Grad plus. Das ist etwa das, was man im Labor erwarten kann bis Ende Jahrhundert. Aber das sind Laborbedingungen. Jetzt in der Realität, da hat man die Wolken, man hat die Ozeane, man hat den Wasserdampf, die Aerosole, also diese Schmutzpartikel. Und wie das alles zusammenwirkt, ob das dann wirklich verstärkend wirkt auf diesen primären Treibhauseffekt von 1 Grad plus, das, glaube ich, weiß kein Mensch. Das ist derart komplex. Und wenn sich die Zahlen in diesen Gleichungen nur ein bisschen abweichen, dann hat man am Schluss ein ganz anderes Resultat. Das stimmt eben nicht. Da lassen Sie mich ein bisschen Ordnung in die Debatte Die Frage zu bringen, zuletzt war, versuchen. ist der Klimawandel menschgemacht? Ja, gibt es dafür unwiderlegbare und so weiter. Beweise? Ja, in der realen Wissenschaft gibt es, in der Mathematik ja, sonst gibt es keine unwiderlegbaren Beweise. Aber es gibt erdrückende Evidenz. Ne? Und ich will ein paar Dinge jetzt zurechtrücken. Zunächst einmal über Extremereignisse zu reden, ob da der Klimawandel dran schuld ist, das ist eine schwierige Geschichte. Das wird nach und nach immer deutlicher werden. Der Klimawandel als solcher, den können wir beobachten. Das stimmt auch sicher Herr Kachelmann zu, auch Herr Reichmuth in diesem Fall. Wenn wir schon einen großen Untersuchungsprozess machen, wie beim Weltklimarat, dann können Sie zeigen, dass ohne menschlichen Einfluss diese Sache zu 99,999%, ich sage das nicht dahin, das wirklich ausgerechnet worden, nicht stattgefunden hätte ohne menschlichen Einfluss. Diese 1 Grad Erwärmung. Naja, überhaupt die Erderwärmung in dieser Geschwindigkeit, in diesem Ausmaß hätte ohne menschlichen Einfluss nicht stattgefunden. Und das ist jetzt nicht Hysterie und da muss man jetzt nicht den Mittelweg finden. Das ist die überwältigende Aussage der Wissenschaft. So, jetzt kommen wir aber noch zu, das müssen Sie mir noch sagen lassen, jetzt kommen wir dazu, welcher Anteil ist menschlich sozusagen. Und da werden Sie beim Weltklimarat nachlesen, mindestens 60% in der Größenordnung. Ja, natürlich spielen dann andere Dinge eine Rolle, El Niño, Schwankungen der Erdachse, wie auch immer. Aber Sie haben also mit anderen Worten einen quasi 100%igen Befund, dass ein großer Anteil des Klimawandels menschgemacht ist. Es gibt ja so, und dann kommt die letzte Frage. Sollen wir das jetzt gemächlich angehen, uns entspannt zurücklehnen? Die stellen wir mal zurück. Also mit Verlaub, die stellen wir Zeit wirklich läuft uns nämlich weg und das sagt uns die Physik. Die stellen wir zurück, die Frage. Wir bleiben noch mal bei Herrn Reichmuth, weil nämlich ich möchte noch eine persönliche Erfahrung einbringen, die mich sehr geprägt hat. Ich war vor einigen Jahren zusammen mit Christian Schlüchter. Christian Schlüchter ist Professor für Geologie von der Universität Bern. War ich im Berner Oberland auf dem Unteraargletscher auf einer Höhe von etwa 2100 Meter. Und wissen Sie, was wir dort gefunden haben? So ein großes Stück Holz, wo es heute keinerlei Bäume gibt. Und wir sind dann, ich habe das selber geschleppt, das war ein riesiger Baumstamm, gedrückt, jahrtausendlang unter dem Eis. Und was sagt uns Und das? wir sind zurückgeflogen mit dem Helikopter. Herr Schlüchter hat das datiert. Dieses Holz war 6000 Jahre alt. Das ist nicht viel. Das zeigt aber, dass es in den letzten 1000 Jahren Perioden gegeben hat, wo es, sage ich jetzt mal, mindestens so warm war wie heute. Das Und es hat auch im Hochmittelalter eine Periode gegeben, wo es wahrscheinlich mindestens so warm war. Das zeigt uns doch, wir bewegen uns heute in absolut der natürlichen Varietät. Ich weiß auch nicht, ob der Mensch hier rein spielt oder nicht. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht ist es ja so. Sie sagen jetzt, dass die Schwankungen, die wir jetzt beobachten, möglicherweise auch schon in der Erdgeschichte stattgefunden haben, zu einer Zeit, wo der Mensch in der jüngsten Erdgeschichte, in ein paar tausend Jahren. Das ist darf man das diskutieren? Nein, natürlich darf Wie kommt man der Baum diskutieren. in den Gletscher? Es gab auch den Ötzi, der da unterm Eis begraben wurde und jetzt wieder rauskommt. Natürlich ist das sozusagen das Klimaoptimum des Holozäne,
wo in der Tat die Temperatur um ein paar Zehntel Grad, aber nur angestiegen ist. Dann ging sie ganz langsam runter. Da spricht man dann eben auch von einer kleinen Eiszeit, die aber in der Tat nur auf der Nordhemisphäre stattgefunden hat. Was wir aber jetzt sehen, der Trend, der sich jetzt durchpasst, das ist eben nicht da gewesen im Holozän in den letzten 11.000 Jahren. Was macht Sie so skeptisch, Herr Reichmuth? Das würde ich gerne mal wissen. Darf ich Herrn Reichmuth fragen, was macht Sie denn so skeptisch? Also, wenn eine ganze große Menge an Wissenschaftlern, so wie Herr Schellenhuber das gerade gesagt hat, im Weltklimarat dann solche Wahrscheinlichkeiten postuliert, warum sind Sie dann derjenige, der dass sich alle so einig sind? Schauen Sie, ich bin hatte noch einige Stunden Zeit in Köln. Ich bin dann durch die Altstadt gelaufen, habe hier einen Stand gesehen von Missionaren, die haben mit dem Wort Katastrophe geworben. Und ich habe mir dann diese Broschüre geben lassen. Das sind die Zeugen Jehovas. Da steht, erwachet drauf, was bei einer Katastrophe Leben retten kann. Dann gibt es dann ganz handfeste Tipps, was man bei einer Katastrophe, Erdbeben, Terroranschlag, Amoklauf und so machen kann, damit es einem nicht trifft. Und ich habe gedacht, das ist ganz ähnlich. Es geht ja hier auch um eine Art Bekehrung. Es wird groß geworben mit Untergangsszenarien. Es wird aufmerksam gemacht und da gibt es ganz konkrete Tipps. Aber Sie vergleichen jetzt ernsthaft den Weltklimarat die Heizung ein bisschen tiefer einstellen, ein bisschen mehr Fahrrad fahren und so. Und dann werden wir erlöst von unseren Sünden. Aber das ist das Gleiche. Also Sie vergleichen den Weltklimarat jetzt mit den Zeugen Jehovas. Ich muss das jetzt mal so stehen lassen. Nicht den Weltklimarat, aber diese ganze Einigkeit, dass da immer alle sich sagen, ja, das kommt ganz schlimm und egal was passiert, es ist immer das Schluss. Wir brauchen den Klimaschutz. Darf ich nur eine Frage jetzt stellen, weil das ist jetzt ein springender Punkt und total wichtig. Was soll die Wissenschaft jetzt eigentlich liefern? Wenn sie quasi 99%ige Übereinstimmung liefert, dann heißt es, das ist wie eine Glaubensgemeinschaft. Ja? Wir sind also ähnlich wie die Zeugen Jehovas. Wenn wir sagen, ist es vielleicht nur 60%, dann sagt man, das reicht uns nicht aus. Ja, was denn? Die Wissenschaft soll Wissenschaft betreiben. Aber warum gehen Sie nicht mit Ihren Wissenschaftlern, den Klimaskeptikern, genau in diesen Prozess? Das tun Sie nämlich nicht. Die stellen sich hier hin und versuchen jetzt... Warten Sie mal. Ja, sag ich ja. Aber jetzt sagen Sie so, ich bin doch eigentlich Wissenschaftler und diese Wissenschaftler... Nein, ich bin nicht Wissenschaftler. Genau, das ist ja aber schön, dass wir feststellen, Sie sind Journalist. So, aber der nächste Punkt ist ja, es gibt auch einige wenige Wissenschaftler, die sind Klimaskeptiker oder Klimaleugner. Warum gehen nicht genau diese Wissenschaftler genau in den offenen Prozess des IPCC und machen da ihre Argumente? Genau die kriegen sie ja da nicht durch. Das ist ja der Punkt. Sie stellen sich ja hin und sagen, ja, ich glaube das nicht, ich glaube das nicht. Aber tatsächlich müssen sie genau in diesen wissenschaftlichen Prozess rein. Und da kommen sie einfach nicht durch. Also setzen sie sich gerne in Talkshows, weil sie eine extreme Meinung haben, werden sie auch eingeladen und tun dann plötzlich so, als wäre es irgendwie wirklich was wissenschaftlich fundiert ist. So, und das ist eigentlich das, was mich ärgert, weil wir viel über sie reden müssen und weniger darüber, was wir jetzt machen, um den Klimawandel anzugehen. In der Klimawissenschaft ist es eigentlich im Prinzip so wie in jeder wissenschaftlichen Zweig auch. Es gibt verschiedene Gruppierungen oder Schulen, die eine bestimmte Lehrmeinung vertreten. Und jetzt ist es aber hier, dass das ganze Spiel ist getürkt durch öffentlichen Diskurs. Dass nämlich diejenige Schule in dieser Klimaforschung, die Theorie vertritt, das ist menschgemacht, die hat öffentlichen Diskurs, die wird gehört, die anderen werden rausgedrückt, weggebremst, die kommen gar nicht mehr in die Publikation. Also wir haben Herrn Reichmuth auch deshalb eingeladen, weil es ja unter den, ich sage jetzt mal Klimaleugnern, Sie sind Klimaskeptiker, Sie haben sich selber, ich würde Klimaleugner nicht sagen, Klimaskeptikern einen wichtigen Neuzugang gibt, der deshalb wichtig ist, weil er das in Frage stellt, was Sie jetzt hier alle gesagt haben, Herr Schellenhuber und Frau Höhn. Also es gab eine Einigung eben in dieser großen wissenschaftlichen Familie, dass der Klimawandel zu einem großen Teil menschgemacht ist. Daraus hat man ein Ziel formuliert, dass man sagt, man muss die Erderwärmung begrenzen auf, wenn es geht, unter 2 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, 1850. All dieses wurde dann auch feierlich verabschiedet im Dezember 2015. Und dann kommt einer daher und sagt, ich glaube nicht an den Klimawandel. Und übrigens, dieses Abkommen, das will ich jetzt schreddern. Das wäre jetzt nicht ein unwichtiger Mensch, den wir nicht erwähnen müssten, sondern das ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Hat Trump recht, wenn er sagt, das Klimaabkommen kostet Arbeitsplätze und deshalb schadet es der amerikanischen Wirtschaft, ist gar eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten? Wenn man den Klimaschutz so durchziehen würde, wie man das jetzt fordert, nämlich dass man die Menschheit innerhalb weniger Jahrzehnte verzichtet auf die fossilen Brennstoffe als auf Öl, Kohle und Gas,
dann wäre das ein absolutes Desaster, weil die fossilen Brennstoffe machen heute 85% der Energieversorgung der Welt aus. Also fast alles, was hier läuft in der ganzen Wirtschaft, ist fossile Brennstoffe. Wenn man es schaffen könnte, die fossilen Brennstoffe der Menschheit wegzunehmen, dann wäre das eine absolute Katastrophe. Das wäre sicher die größere Katastrophe, als jede Klimakatastrophe je sein würde. Man würde hunderte Millionen Menschen zurückbringen ins Mittelalter. Die hätten nichts mehr, keine Wirtschaft mehr, Hungersnöte, Tod. Wenn das so ist, dass das Klimaabkommen Arbeitsplätzen kostet, wie der Präsident sagt, muss man dem Argument einmal folgen und schauen, ob er nicht recht hat? Also ich finde ja interessant, dass das, was in den USA abgeht, momentan eigentlich gar nicht dem entspricht, was Trump will. Also zu uns kommen jetzt die Staaten, die einzelnen Staaten der USA und sagen, wir wollen in erneuerbare Energien investieren. Wir wollen etwas tun. Das heißt, Trump hat zwar gesagt, er hat mit dem Klimaschutz nichts zu tun. Es ist eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten. Ja, aber die einzelnen Staaten, wo die Arbeitsplätze sind, ja, die agieren anders. Die schaffen nämlich Arbeitsplätze genau mit erneuerbaren Energien. Wenn Sie sich mal die Arbeitsplätze anschauen, die wir hier in Deutschland haben, dann haben wir mit den 35% erneuerbaren Energien haben wir 370.000 Arbeitsplätze geschaffen. Ja. Mit den, ich sag mal, gut 40% aus Kohle, die wir noch haben im Energiemix, da haben wir ungefähr noch 20.000 Arbeitsplätze. Das heißt, gerade mit erneuerbaren Energien, gerade mit Energieeffizienz schaffen wir Arbeitsplätze. Und diejenigen, die uns das vormachen, das ist eigentlich China. Die sagen sich, Photovoltaik ist das, womit wir Geld verdienen können. Und wir werden deshalb versuchen, genau diesen Markt zu besetzen. Das heißt, Trump redet viel, aber selbst die Kohle in den USA sagt, wir sind da gar nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir werden gar nicht mehr weiter investieren in Kohle, weil es sich wirtschaftlich nicht mehr rechnet. Ich glaube einfach, dass wir optimistischer sein müssen, auch mit den USA. Und da bin ich auch mit all denen, die auch gesagt haben, das muss man jetzt nicht so dramatisch ernst nehmen. Das sind seine Wähler. Also unsere amerikanische Firma ist in Oklahoma. Das ist dort, wo ganz viele Windmühlen inzwischen stehen. Also Oklahoma, da war früher nichts, da ist andauernd Wind und andauernd Sonne. Und bis vor 10 Jahren war dort nichts. Dort war die Generalmeinung, alles nur, was stinkt und raucht, das kann Energie machen. Inzwischen stehen dort alles Windmühlen überall. Die einzigen Bürgerinitiativen in Oklahoma sind nicht gegen das Fracking, was auch überall ist, sondern gegen die Windmühlen. Das muss aber keine Rolle spielen, weil da bin ich auch eben grundsätzlich optimistisch. Der Markt, es ist ein bisschen Lindner für Fußgänger jetzt, aber da müssen wir gemeinsam durch. Der Markt richtet das jetzt schon in den USA, indem auch selbst in den Südstaaten, wo die Sonne da ist, wo der Wind da ist, diese Transformation stattfindet, ob der US-Präsident das jetzt sagt oder nicht. Und die Menschen, die ihn wählen in Oklahoma, die finden das alles wunderbar, was er sagt. Trotzdem stehen die Windmühlen dort, weil der Markt, weil der Energieversorger dort diese wunderbaren Bedingungen hat, Wind, Tag und Nacht. Und deswegen bin ich auch optimistisch, dass wir nicht in dieses große Drama reinlaufen. Ich bin mit Herrn Schellenhuber. Ich glaube auch, dass es einen Klimawandel gibt. Ich glaube, dass er auch zu welchem Prozentsatz auch immer menschgemacht wird. Und ich erwarte von der Politik, und ich glaube, alle Hamburger erwarten das, dass sie eine Lösung rechtzeitig haben, dass, wenn das Horrorszenario eintrifft, dass Hamburg nicht 2 Meter absäuft. Aber ich glaube, auf dem Weg dorthin passieren noch so viele Dinge, die vielleicht dieses furchtbare Horrorszenario, das der Professor uns schildert, abwenden können. Ja, das ist eine absurde Diskussion, die wir führen. Wir reden ja letztlich darüber, wie kann man zum Beispiel dafür sorgen, dass ein Mensch in Bangladesch nicht von Überschwemmungen bedroht ist? Wie kann man dafür sorgen, dass ein Mensch in Puerto Rico nicht von Hurricanes zu Tode kommt? Und meinen Sie wirklich, dass das Rezept, dass wir hier in Deutschland und in der Schweiz weniger Auto fahren, dass das das Beste ist, um diesen Menschen zu helfen? Glauben Sie nicht, dass es besser ist, wenn zum Beispiel in Bangladesch Dämme gebaut werden können wie in Holland? Da stirbt ja auch keiner an den Überschwemmungen. Und dass wir feste Häuser bauen können. Und das beste Rezept, um sich zu schützen, ist, dass man selber reich wird. Also Wohlstand, die Länder mit Wohlstand, da gibt es keine Klimatoten, nur in den armen Ländern. Also lassen wir doch dazu, dass sich auch diese Länder entwickeln können. Es hat sich zum Glück in den letzten Jahrzehnten eine Entwicklung abgezeichnet, dass hunderte Millionen Menschen der Armut entronnen sind in den Schwellenländern. Eine wahnsinnig positive Entwicklung. Wir sind da schon ganz weit. Die Millenniumsziele sind
größtenteils erreicht worden, ist ganz klar. Es gibt immer noch ganz viel Leid und Umwelt. Ja. Aber heute ist noch nie ein so geringer Anteil der Menschheit ist arm gewesen wie heute. Das ist ein Fakt. Und sie sind auch darum der Armut entronnen, weil wir die fossilen Brennstoffe haben. Und wenn wir die den Menschen wieder wegnehmen, dann kommt eine Katastrophe. Ich habe noch eine ganz kurze Nachfrage, Herr Schindler, wenn Sie da erlauben. Glauben Sie denn, man kann nicht beides machen? Also warum soll man nicht sozusagen dann den Menschen sagen, möglicherweise gibt es eine andere Mobilität und trotzdem baut man Dämme in Bangladesch? Warum schließt das eine das andere aus? Ja, ich meine, sparsam mit Ressourcen umgehen ist immer sinnvoll. Also aber Frage war, was ist das Ziel? Also ich meine, man kann ja ausrechnen, dass zum Beispiel, wenn man man kann einen Euro nur einmal ausgeben. Ja, aber wenn man ihn ausgibt, zum irgendwie Dämme bauen, dann kann man 1000-mal mehr erreichen, wie man damit irgendwie erneuerbare Energien fördern, damit irgendwie eine riesige Umverteilung von unten nach oben organisiert. Professor Schellnhuber. 2 Dinge würde ich gerne dazu sagen. Erstens mal freue ich mich, dass Sie die Realität des Klimawandels anerkennen, weil Sie dazu aufrufen, sich anzupassen und Zeichen zu bauen. Das ist schon mal wunderbar. Muss man sagen, hat das halten wir jetzt einfach mal fest. Das halten wir fest. Ein Teil der Genau, aber jetzt kommen wir zu der Debatte zurück. Weil ich finde, genau wie Sie sagen, man kann das eine tun und das andere nicht lassen. Natürlich sollen die Menschen mehr Wohlstand haben. Ja, natürlich sollen sie sich entwickeln. Die Frage ist, wie kann es gelingen und wie kann es gelingen, ohne dabei das Gleichgewicht des Planeten durcheinander zu bringen. Wenn wir unsere Trümpfe ausspielen würden, dann würden wir relativ gut in diese Klimaschutzkonzepte reinkommen, die man durchsetzen kann und die am Schluss eine ganze Menge von Vorteilen haben. Sie sparen Schäden, Gesundheitsschäden. Ne? Auf der Welt sterben Millionen Menschen allein durch Luftverschmutzung. Das ist eine Sache. Sie reduzieren die Abhängigkeit von Importen von Energie aus dem Mittleren Osten zum Beispiel. Und sie schützen das Klima. Und wir könnten noch dazu beitragen, dass sich weltweit die Menschen besser entwickeln können. Ich muss trotzdem noch mal eine Nachfrage stellen, vielleicht dann auch an Sie alle. Nämlich, wir haben jetzt sehr schnell quasi den normalen Verbraucher vom Haken gelassen. Ja. Und die Frage, ob es hilft, dass man eben ein bestimmtes Auto nicht fährt oder kein Auto fährt, wenn man es kann in der Stadt. Dass man weniger fliegt oder weniger Fernreisen im Flugzeug macht. Dass man möglicherweise auch vielleicht, das haben Sie jetzt alle sozusagen vom Tisch gewischt. Ist das gar nicht wichtig? Dann können wir uns diese ganzen Empfehlungen, die ja ständig auch auf uns kommen, sparen. Ich sage Ihnen genau, wo es hakt und wo wir Lösungen haben können. Also Mobilität an Land sozusagen, also ländlicher Raum, das lässt sich lösen, entweder indem Sie zur Elektromobilität übergehen oder bessere sozusagen kombinierte Konzepte haben. Wir können zu erneuerbaren Energien übergehen. Es gibt 2 Sektoren, wo es wirklich hakt. Wir haben das gerade in Brüssel diskutiert. Das eine ist in der Tat der Luftverkehr, wo wir noch keine wirklich guten Lösungen haben. In Europa könnten wir... Sie fliegen ja auch, nehme ich an. Sie sind hierher geflogen. Ich musste hierher fliegen, weil sonst hätte... Ganz genau. Und ich nehme normalerweise, wenn ich nach Köln fahre, immer den Zug, weil es viel bequemer ist. Das ist nur heute nicht ausgegangen, weil ich selbst meine eigene Konferenz leiten musste. Entschuldigung dafür. Das Zweite ist die Landwirtschaft, wo wir im Prinzip die Rindfleischproduktion tatsächlich zu 60% zu den Emissionen beiträgt, nicht? Und von der Massentierhaltung in dieser Form müssen wir wegkommen. Alle anderen Das heißt auch weniger Fleisch essen? Das billige Fleisch ist nicht billig. Das, was wir an der Kasse nicht gewillt sind zu zahlen, das zahlt die Umwelt, das zahlen die pestizidverseuchte Böden, das zahlt das verseuchte Grundwasser, das zahlt das Klima, das zahlen wir durch eine bestialische Haltung von unseren Mittieren und das zahlen die Leute, die in diesen Betrieben verarbeitet werden und schlecht bezahlt werden. Von der Verkäuferin im Discounter bis zu dem Arbeiter, der sich mit Giften vergiften lässt. So ist es. Und die Frage ist doch, was können wir dafür tun? Was können wir dafür tun, um es besser zu machen? Wir haben kein Problem damit, wenn jemand in der Form leben möchte. Ich finde es aber auch richtig, dass man Leute, die anders leben wollen und die gerne Fleisch essen, mit einer gesunden Mischkost ist Fleisch notwendig. Wir wissen das ja aus der Geschichte heraus. Seit 2 Millionen Jahren essen die Menschen Fleisch. Mit dem Genuss von Fleisch und Eiweiß ist das Gehirn entsprechend gewachsen. Und deshalb ist Fleischgenuss nicht per se zu verurteilen. Das wäre ein Fehler und es würde 99,5%
der Verbraucher in Deutschland und weltweit Unrecht tun. Wenn man Fleisch essen möchte, dann muss man Tiere töten. Und gerade weil wir das so verdrängen, haben wir dieses Problem des Fleischessens mit der Unachtsamkeit und mit der Gedankenlosigkeit zum einen. Das ist ein Punkt. Ich glaube, dass unser Schicksal ist, das Schicksal der Menschen zu leben durch Lebenvernichtung. Ja, wir müssen Leben vernichten, um leben zu können. Jetzt könnte man sagen, ja, so eine Tomate hat auch eine Art von Leben. Ich glaube, dass man sehr wohl in der Hand hat, für sich selber zu entscheiden, was man jetzt möchte und was nicht. Und ich habe vor jedem Vegetarier und auch vor jedem Veganer eine große Hochachtung für die eigene Anschauung und auch für die Restriktion für das eigene Leben. Was ich aber nicht glaube, ist, dass wir ein Schicksal haben. Vielleicht haben wir auch ein Schicksal sozusagen und haben unseren Geist ausgebildet und sind da, wo wir heute sind, weil wir Fleisch gegessen haben. Wir sind aber nicht vom Schicksal verdammt, unsere Tiere zu quälen. In einer Qualzucht, in einer Massentierhaltung und in einer Form, wo ich sagen kann, wo mir dann wieder graust. Also moralisch und ethisch bin ich zwar jemand, der mit Genuss Fleisch essen möchte, aber in Form von Kuchen. Wir machen das Fleisch aber zu unserem täglichen Brot. Ich frage Sie, woher Sie das Recht nehmen, dass überhaupt Tiere getötet werden dürfen. Wo ich das Recht nehme, breiter gesellschaftlicher Konsens. Außerdem, weil es mir schmeckt. Und weil es mir schmeckt, gehe ich davon aus, so uneigennützig bin ich, dass es auch anderen schmeckt. Und darum möchte ich, dass jeder Mensch so oft Fleisch essen kann, wie er möchte. Genau wie ich es tue. Herr Funkel, die Bestimmung des Schweins ist das Kotelett. Schmeckt Ihnen dieses Schwein auch noch, wenn Sie es vorher mit Namen gekannt haben als Landwirt? Ich habe nie Schweine mit Namen gekannt. Auch nicht, als ich Kind war und die Bauern noch einige wenige Schweine im Stall hatten. Schweine waren und sind Nutztiere und keine Haustiere. Unsere Haustiere, die wir hatten und haben, ja, die hatten einen Namen. Aber selbst wenn sie einen Namen gehabt hätten, hätte ich mit großem Genuss das Kotelett von diesem Schwein gegessen. Frau Rütting, mit großem Genuss Fleisch essen macht Herrn Funke sichtlich Spaß. Was ist daran verwerflich? Würden Sie Ihren Hund denn auch essen? Unser Kulturkreis sieht nicht vor, im Gegensatz zu anderen Kulturkreisen, dass ich Hundefleisch esse. Und ich habe eben schon, Frau Rütting, den Unterschied gemacht zwischen Nutztieren, die gehalten werden, damit ich Fleisch essen kann und andere auch Fleisch essen können, und dem Haustier. Da gibt es schlichtweg Unterschiede. Das ist eine völlige Verdrehung, wenn man beides gleichsetzen wollte. Sie haben zur Silberhochzeit dann auch Gänse geschossen für Ihre Frau? Nein, ich habe keine Gänse geschossen. Es gab auch keinen Gänsebraten. Ich habe auch noch nie ein Pelztier geschossen, um für meine Frau einen Pelz anschaffen zu können. Sie hat überhaupt gar keine Pelze. Das ist eine völlig andere Diskussion. Aber selbstverständlich, wenn ich Gelegenheit hätte, eine Gans zu schießen, würde ich es tun und sie auch mit großem Genuss essen. Ich frage mich jetzt Folgendes. Wenn wir morgen aufhören, Fleisch zu essen in der Menge und wir bringen den Fleischkonsum in Deutschland, in Europa kriegen wir es eh nicht hin und weltweit ohnehin nicht, da wird eher mehr Fleisch gegessen. Gerade die Inder und die Chinesen mit ihren 2,6 Milliarden werden immer mehr. Wenn wir morgen weniger Fleisch essen und ihren ganzen schönen Gedanken, in Anführungsstrichen, folgen, wie wollen wir die Menschen ernähren ohne Fleisch? Fleisch hat einen ganz großen Mehrwert, B12, Eisen, transportiert Blut und Sauerstoff. Wir brauchen es für die Ernährung, für die Erneuerung. Wir brauchen es für die Erneuerung der Knochen, der Sehnen, unsere ganzen Gewebe. Wir haben in den 50er Jahren einmal in der Woche Fleisch gegessen. Heute muss ich auf einmal jeden Tag Fleisch essen. Wir können uns gleich immer unterbrechen. Jetzt aber lassen Sie mich den Satz zu Ende bringen. Herr Benecke, bleiben Sie einfach mal ruhig und erklären Sie es nochmal. Zum Beispiel, wenn Sie herhören, dass es einen gesundheitlichen Es hat einen gesundheitlichen Aspekt. Vorteil hat, Sie sind Kriminalbiologe. Sagen Sie mir doch bitte, stellen sich den Argumenten. Sie können doch nicht so. Wollen wir morgen, Herr Benecke, wir müssen immer noch mehr Fleisch essen. Weniger. Ich habe gesagt weniger. Ja, Sie hören mir nicht zu.
Ja, aber Sie fragen uns es, also wir können jetzt gar nicht ich möchte nicht, dass hier ein Gast geht. Ich finde aber auch, Sie gehen beide. Es ist nicht dann reden Sie doch einfach. Ja, aber Sie kommen doch nicht zu Wort, wenn da 4 reden. Frau Rütting, bleiben Sie doch bitte mal ruhig. Ich möchte einfach dafür sorgen, dass das hier eine faire Diskussion ist. Und deswegen sind Sie jetzt dran. Herr Bennecke, setzen Sie sich bitte hin. Ich meine, wer dann hat machen denn Sie doch von Ihrer Fachkompetenz ja, Gebrauch. Sie sind Kriminalbiologe. Wer hat denn jemals gesagt, dass es stimmt, dass man so viel Fleisch essen muss? Dann würden ja alle Vegetarier oder sogar die Veganer. Jetzt lassen Sie ihn bitte mal ausreden, dann muss ich ihm leider recht geben. Okay. Sie möchten auch kein Opfer stilisieren, weil das wird dann passieren. Ich fühle mich überhaupt nicht als Opfer. Das ist mir einfach nur zu langweilig. Was hat das mit Opfer zu tun? Reden Sie noch mal zu dem Nee, ich frage Sie, was hat das mit Opfer zu tun? Wenn Sie jetzt gehen, dann hat das was mit Opfer zu tun. Nee, das hat überhaupt nichts zu tun. Das ist mir nur zu langweilig. Gut. Dann antworten Sie doch mal sachlich auf die Frage. Meine Antwort ist, was wäre denn mit all den Menschen, die ich gesehen habe, egal ob er das abstreitet oder nicht, in Indien gesehen habe, die noch nie in ihrem Leben Fleisch angerührt haben, die keine Knochen und kein Gehirn, sind die dümmer oder schwächer oder sonst irgendwas? Das ist doch einfach eine objektiv widerlegte Tatsache. Da braucht man gar nicht als Biologe oder als Chemiker oder als Naturwissenschaftler drüber reden. Es stimmt einfach offensichtlich nicht. Warum darf er das denn die ganze Zeit wiederholen? Und dieser Unfug, wirklich, dieser Unfug, dass die Menschheit zu retten wäre durch Fleisch. Im Gegenteil, der Fleischverzehr ist eine ungeheure Verschwendung. Sie brauchen 7 bis 10 Kilo pflanzliches Eiweiß, um 1 Kilo tierisches Eiweiß herzustellen. Schauen Sie sich doch das an. Das kommt auch noch dazu. Also dieser Unfug wird dauernd verbreitet. Ich höre mir das seit 40 Jahren an. Durch Fleischessen ist die Menschheit zu retten. Es ist falsch. Es ist falsch. Es stimmt nicht. Und ich frage Sie, woher Sie das Recht nehmen, dass überhaupt Tiere getötet werden dürfen. Die Bischofskonferenz hat es 1980 zuletzt bestimmt, dass wir Tiere schlachten dürfen zu unserem Nutzen. Aber maßvoll, ohne Qual und mit der nötigen Sorgfalt, die übrigens das Tiergesetz und das Tierschutzgesetz vorsieht und sagt. Aber Herr Abraham, Sie wissen, dass heutzutage, wie wir Tiere halten, sehr weit davon entfernt sind, maßvoll mit Fleisch umzugehen. Das stimmt nicht. Das sagen Sie vielleicht so einfach mal das. Da kann man durchaus anderer Meinung sein. Herr Abraham, Sie haben gesagt, bei der Bischofskonferenz wurde beschlossen, das Tier darf gegessen werden. Das ist ja die Katastrophe, dass der Papst sagt, das Tier hat keine Seele, es darf gegessen werden. Und darf ich bitte ausreden, ich habe Sie auch wirklich lange genug angehört. Wieso fragt überhaupt kein Mensch, ob wir das Recht haben zu töten? Es heißt, du sollst nicht töten. Wissen Sie, wovon Sie reden eigentlich? Ja. Wissen Sie, was Christus gesagt hat? Wissen Sie, dass der Katholizismus der erste war, der mit dem Hitler geklüngelt hat und das erste Hitler Wir reden jetzt von den Evangelien, wir reden jetzt vom Glauben. Wir reden jetzt über Hitler, sondern wir reden über den Glauben. Ja, aber der Glauben... Und über die Botschaft, die Jesus in die Welt gebracht hat, Christus in die Welt gebracht hat. Und das geht gerade die Nächstenliebe, die christliche Nächstenliebe. Das war der Drehpunkt der Geschichte. Das war der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Ja. Und wenn Sie das jetzt mit Hitler in einen Topf werfen, ist das dann sind Sie irre. Nein, Moment mal, ich fühle mich von Ihnen jetzt auch nicht verstanden. Ich fand ab einem bestimmten Alter den Gedanken an eine jenseitige Gerechtigkeit eigentlich ganz erholsam. Ich habe mir gedacht, das ist toll, dass Adolf Hitler hoffentlich für seine Verbrechen in der Hölle schmort und nicht sozusagen frei davonkommt, dass irgendjemand verantwortlich gemacht wird. Und wenn es nicht in diesem im Diesseits ist, dann im Jenseits. Ich fand diesen Gedanken an einen himmlischen Ausgleich immer sehr befreiend. Angelika Kalvers empfindet das nicht ganz so, ist Psychotherapeutin, ist Fernsehmoderatorin und ist auch Atheistin. Ich war bei dem Gedanken, anknüpfend an einen Rückzug, an eine Sinnsuche in eine Institution, die Unterordnung, die Gehorsam, die Einhaltung von sehr strengen Regeln verlangt. Wie kann das passen zu freiheitlich denkenden Menschen? In meinen Augen gar nicht. Muss man ganz klar zu sagen. Unterwerfung per se heißt ja, dass ich mein Selbst aufgebe. Sie haben vorhin die Nazizeit erwähnt, das war ja nichts anderes. Ne? Hitler, ja, Sie haben es erwähnt. Haben Sie den Eindruck, dass ich mein Selbst aufgegeben habe? Diese Unterwerfung, die damals geschehen ist, hat dazu geführt, dass im Grunde genommen das Über-Ich des Menschen ersetzt wurde durch das Wollen und durch das Gewissen von Hitler. Und insofern ist jede Form von Unterwerfung, und ich sage auch die Unterwerfung unter Gott, unter den Gott der Kirche, der angeblich allmächtig, allwissend und gütig sein kann, sein soll,
den kann es nicht geben. Und für mich war es eine Befreiung zu sagen, ich muss mich damit nicht mehr auseinandersetzen. Aber Sie haben Sie gerade Hitler und Gott in einem Atemzug erwähnt? Ja, auch toll. Also es ist eine derartige, ich weiß gar nicht, das war Sie ganz reden Amok. Hitler und Gott in einem Atemzug zu erwähnen, ist ein derartiger Irrsinn. Für mich ist Gott keine Person. Für mich ist Gott eine Ideologie der katholischen Kirche. Frau Kalbers, erlauben Sie den Einwand, dass wir im letzten Jahrhundert in den beiden großen religionsfreien Systemen die größten Pervertierungen und die größten Verbrechen erlebt haben, die die Menschheit je gesehen hat. Wenn Sie also eine Kausalität zwischen Religion oder dieser Wahnsinn vorhin die Christusfigur und Hitler in einen Das habe ich nicht gesagt. Christus hat einen langsamen Stopp. Die Auferstehung. Wir können natürlich, wenn wir über die Kirche reden, sollten wir über Glaubensinhalte reden. Nee, wir sprechen jetzt eigentlich darüber, ob die Institution Kirche sich die Glaubensinhalte und auch die Frömmigkeit der Gläubigen für Machtzwecke dienstbar macht. Darüber sprechen wir und fragen nach systemischen Gründen. Da waren wir jetzt gerade. Deshalb, Herr Geisler, an Sie die Frage, Autoritätsgläubigkeit, unterdrückte Sexualität, behauptete Nächstenliebe und behauptete Barmherzigkeit. Sind das die Abgründe dieser Institution, die auch im System der Institution Kirche liegen? Sie liegen in der Theologie. Wir dürfen nicht zwei Dinge durcheinander bringen. Okay. Das, was Sie machen. Die Hunderttausende Millionen, die war von Nonnen, von Priestern, von Leuten, die sich in den Entwicklungsländern einsetzen, die Riesenprobleme haben. Ich war mit der Dogmatik, ich war vom Vatikan, ich war, was zum Beispiel Verhütungsmittel anbelangt, um AIDS zu bekämpfen, weil die Leute selber in die größten Schwierigkeiten stürzt. Diese große Anzahl von Menschen, die wirklich so leben und arbeiten wollen wie Jesus. Damit sind wir nämlich bei einem ganz zentralen Punkt. Die müssen wir trennen von der Amtskirche, vom Vatikan, nicht wahr? Und von dieser Dogmentheologie, die sich eben entwickelt hat. Wir haben insgesamt in der Entwicklung in den letzten 2000 Jahren natürlich eine Veränderung gehabt. Das Evangelium ist etwas anderes. Die Botschaft des Evangeliums ist etwas anderes als das, was sich entwickelt hat in der Dogmentheologie der katholischen Kirche. Das fing an mit einer ganz einfachen Sache. Da war Ihre Diskussion. Eine der Hauptaussagen von Jesus zusammen mit Johannes dem Täufer war, ich sage es mal auf Griechisch, Metanoeite. So, dies ist Metanoeite, das heißt auf Deutsch, denket um. Ja. Noein heißt denken, Meta heißt um. Der sogenannte heilige Hieronymus, nicht wahr, der sich auch sonst hervorgetan hat durch falsche Bibelübersetzungen, hat diesen Satz, denket um, absichtlich theologisch falsch übersetzt ins Lateinische, mit dem Satz Pönitentiam agite. Das heißt, tuet Buße. Die Theologen, wie sie alle nachher kamen, die haben aus dem Evangelium in der Tat ein theologisches Machtinstrument gehabt. Denn wenn sie den Leuten ständig sagen, tuet Buße, dann muss man ihnen ja vorher sagen, ihr sündigt dauernd, ihr seid alle Sünder, ihr seid alle Sünder. Und wenn sie einmal die Kirchenlieder sich angucken, Herr Matusek, die sie so fröhlich singen, es gibt überhaupt keine fröhlichen Kirchenlieder. Das sind lauter Kirchenlieder, wo drin steht, Herr, aus dem tiefen Tal der Sünde und der Not errette uns. Hören Sie bitte mal zu. Ich zitiere ein Lied. Gar nicht schlecht, dass Sie da mal zuhören. Weil es geht um Jesus. Es geht um Jesus und nicht um die Amtskirche. Das ist der Punkt. Herr Barwin, ist das auch Ihre Analyse, dass die Amtskirche sich den Glauben für ihre Zwecke dienstbar gemacht hat? Und auch dahin geschliffen und umgedeutet hat, wie es uns protestantischer Randsiedler am Katholizismus bin natürlich von vielen dieser Argumente sehr beeindruckt. Aber ich finde zum Beispiel die Beichte etwas ganz Großartiges in der katholischen Kirche. Denn dass der Mensch sozusagen viele Fehler hat und dauernd sozusagen auch Falsches in der Familie, in der Öffentlichkeit begeht, ist doch selbstverständlich. Also diese Vorstellung, dass der Mensch nicht gut und nicht böse, sondern eine Mischung von beiden ist, das wird man ja im Protestantismus nie los. Irgendwo
irgendwo hat man das immer in sich drin. Und dass man die Beichte als Möglichkeit hat, dass man neu anfangen kann, das ist ja eine ganz besondere Sache im Katholizismus, die man in anderen Religionen nicht hat. Herr Baring, welche Sünde haben Sie denn heute begangen? Aber Herr Oder vorgestern. Also hören Sie mal. Sie sind nicht der Beichtvater. Ich verbitte mir sowas. Das ist eine ganz Nein, das ist eine ganz heimtückische Unterstellung. Lassen Sie das bleiben. Maßen Sie sich etwas an, was überhaupt nicht war. Sie etwas gefragt. Ich muss doch nicht jeden Tag irgendwas begehen. Aber dass ich als Ehemann viele Fehler habe, das können Sie von mir hören. Und das wird sich sehr oft, denn auch nicht vielleicht jeden Tag zeigen. Herr Matusek, ich habe den Eindruck, Heiner Geißler wollte Ihnen helfen und wollte sagen, was soll denn das sein, dass die Menschen andauernd und immerfort, Achtung, in der Gewissheit oder in dem Wahn leben, sie würden permanent sündigen. Möglicherweise sind die Menschen ja ganz in Ordnung. Wissen Sie, was mich erstaunt ist? Wir leben ja in einer Medienwirklichkeit, die so oversext ist, die so überreizt ist. Da gibt es ja eine Hemmungslosigkeit, die grandios ist. Und plötzlich kommt da eine Journalistin im Stern, der sehr gerne diese Titelblätter macht mit "Mach mit mir, was ich will" und so ein Zeug. Ja, ne? Und die sagt dann, die reagiert dann wie die katholische Bischofskonferenz, die sagt, Moment, hier, also ein bisschen... Das aus Ihrem Munde, Herr Matusek, das hätte ich nicht erwartet. Aber gut. Eigentlich sollte ich das befürworten. Sie sagte, hier wird das 6. Gebot gegen das 6. Gebot verstoßen und das 8. Gebot ist auch noch dabei. Er soll es nicht begehren. Und da wird dann plötzlich ein Tempowechsel vorgenommen und da wird eine neue Prüderie eingeklappt, die ich natürlich als Katholik auch scheußlich finde. Einspruch, das ist ja im Zweifel immer noch der große Unterschied zwischen Freiwilligkeit und etwas, was ich im Zweifel einfach hinnehmen muss. Das wird immer so bleiben. Männer sind Männer und Frauen sind Frauen. Daran wird sich nichts ändern. Es ist alles... Wo fängt denn bei einer Freundschaft? Also, wenn wir es so bagatellisieren, wie Sie vorhin gesagt haben, der hat meinetwegen irgendwie zwei Flaschen Wein getrunken irgendwie. Und wenn Sie dann sagen, ich finde nicht, dass wir dieses Thema bagatellisieren dürfen. Ich habe selber eine Bar und ich sehe jeden Abend Typen, die nach 3 Flaschen Wein dann irgendwie touchy werden. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich sage nicht irgendwie, ich finde das in Ordnung, nur weil es halt irgendwie so ist und weil es immer so gewesen ist und Männer sind und Frauen Frauen bleiben. Werden wir jetzt die Welt verändern, weil Herr Bröderle sich... Wir werden die Welt auf jeden Fall nicht verändern, wenn wir einfach sagen, irgendwie, es war schon immer so, Männer sind Männer, Frauen sind Frauen, da brauchen wir nicht über Gleichberechtigung reden. Nein, das ist doch alles Unsinn. Es geht, Gleichberechtigung ist doch... Oh Gott, Mama mia. Es ist interessant, dass da ein junger Mann sitzt, sozusagen, ein Vertreter seiner Generation, der da einen ganz anderen Blick drauf hat. Dass du dann einen anderen Blick hast. Es ist einfach irgendwie so affig, wenn ich sage, ja, und ich erlebe das immer an meiner Bar, wie da die Mädchen, entweder gehen sie da alleine hin, guck mal deine Haltung an, entweder gehen sie da hin, weil sie angemacht werden wollen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das Emotionen freisetzt. Auf jeden Fall ist es ja schon ein Thema, Thema, nicht so laut und auch nicht so, was willst du? Wirklich, das kann man... Der neue Mann. Das findet im Dschungel ja statt. Der neue, sanfte, wir sind hier im Dschungel. Umgedrehte Mann. Herr Bröderle, schade, dass Sie nicht da sind. Herr Bröderle. Ja. Herr Matusek, ich habe mich gefragt, wie wäre das, wenn es jetzt umgekehrt wäre? Also da nähert sich mir abends an der Hotelbar diese Frau und will mich irgendwie befragen und sagt dann irgendwann nach dem 3. Wein, also Sie können auch entspannt eine Lederhose ausfüllen. Da würde ich sagen, das lasse ich mir nicht bieten von Ihnen. Ganz eindeutig, das geht zu weit. Natürlich kann man das sagen. Das hat schon was Beleidigendes. Sie haben mal über den Spiegel gesagt, wir sind eine Großredaktion mit 300 vorwiegend Testosteron gesteuerten Bullen. Ja, das habe ich so dahin gehauen. Ja, aber letztlich ist es aber auch so ein Riesenbetrieb. Natürlich sind da Kerle und natürlich ist, wie in jedem Betrieb, wenn eine schöne Redakteurin auftaucht, atmen erstmal alle auf und sagen, toll, dass wir sowas ab und zu hier in diesen öden Fluren mal erleben dürfen. Ich lebe in einer Welt, ich bin wirklich sehr viel in Männerdomänen unterwegs, sehr viel. Ich habe wirklich noch nie das, was ich sexualisierte Gewalt nennen würde, habe ich in diesen sehr unterschiedlichen Männerdomänen noch nie erlebt. Das freut mich für Sie. Was ich erlebt habe, natürlich, wie wahrscheinlich jede andere Frau auch, ist eine Situation, die ich als Belästigung empfinde. Das kenne ich. Aber ich würde immer sagen, dass durchaus von dem Mann das als Verführung gedacht ist, ja.
Und ich aber in meiner subjektiven Position, weil ich den Mann vielleicht nicht attraktiv finde, weil die Situation nicht passt, ich empfinde das als Belästigung. Das heißt, ich weise ihn zurück. Und da sind wir aber bei einem interessanten Punkt. Man kann nämlich so klar nicht sagen, was ist jetzt sexualisierte Gewalt, was ist Belästigung, was ist Verführung. Das ist letzten Endes, jede Verführung ist in der Gefahr, vom anderen als Belästigung wahrgenommen zu werden. Und wenn man eine Gesellschaft will, in der es keine Belästigung gibt, dann gibt man die Freiheit dieser Gesellschaft auf. Ich glaube, dass wenn man als Mann so ein Mindestmaß an Sensibilität hat, dann weiß man, was ein Kompliment ist und weiß, was übergriffig ist. Und das Problem ist, dass halt so viele das schlichtweg nicht wissen. Ja, und das ist der entscheidende Punkt, nämlich sonst hätten wir nicht die Zahl 60% der Frauen, die sich einmal in ihrem Leben sexuell belästigt fühlen. Das kommt einfach daher, dass viel zu viele Männer nicht wissen, was der Unterschied zwischen einem Kompliment ist, nicht wissen, was Flirten ist und nicht offensichtlich das verwechseln und deshalb sexuelle Belästigungen begehen. Und diejenigen, die behaupten, so, ich weiß nicht mehr, was ich als Mann sagen darf und so weiter und so fort. Ach komm, die wollen einfach weiter belästigen und verstecken sich da dahinter. Ich bin mir 100% sicher, dass wenn ein Mann diese Grenze überschreitet, dann weiß er das. Und dann weiß er das, dass er da eine Grenze überschreitet und damit dann auch ein bisschen spielt, dass er halt der Mann ist und was in Anführungsstrichen darf. Es gibt am Arbeitsplatz, im Büro bestimmt Einzelfälle, um die sich gekümmert werden müssen, wo Frauen von Männern belästigt werden. Und da muss sich auch drum gekümmert werden. Aber ich als Frau entscheide doch, wann kann ein Mann mit mir flirten und wann nicht. Und mit mir macht keiner so eine Dummsprüche. Dann mache ich einen Blick und dann war's das. Und es gibt ein ungeschriebenes Gesetz in Amerika, wenn ein Mann mit Namen bist, sollte man nicht mit einer Frau in einen Fahrstuhl steigen, der keine Kamera enthält. Weil es kann sein, dass du oben ankommst und die Frau sich die Bluse aufreißt und sagt, ich wurde vergewaltigt. Und dann landest du erstmal als Mann dort. Wie viele Fälle dieser Art haben Sie schon gehört, Frau Tomalla? Bitte? Wie viele Fälle dieser Art kennen Sie schon? Ich war live dabei. Ich war bei einem live dabei. Okay. In Los Angeles, im Mondrian Hotel. Das ist natürlich jetzt exemplarisch für alles. Dass wir inzwischen so weit haben, dass es wirklich dass inzwischen quasi Bagatellen, ja, jedes schlechte Benehmen, also vieles, was heutzutage unter Sexismus läuft, würde ich vielleicht einfach unter schlechtem Benehmen. Wenn man eine Gesellschaft will, in der es keine Belästigung gibt, dann gibt man die Freiheit dieser Gesellschaft auf. Welche Freiheit haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt die Freiheit der Männer zu belästigen. Das ist die sexuelle Freiheit, die wir gerade haben. Sie haben es selber gesagt, wo die Lust der Frauen nicht im Zentrum steht, sondern tatsächlich der männliche Anspruch im Fokus steht. Nein, wir haben Deswegen landen wir bei der Sexismusdebatte immer auch bei der Frage, was dürfen Männer noch, anstatt festzustellen, hey, das passiert Frauen im Jahre 2018 eben immer noch, dass sie sexualisierte Gewalt und Sexismus erfahren müssen. Ich habe aber die Möglichkeit als Frau, mich in Situationen, die ich als Belästigung empfinde, zu wehren. Wenn ich diese Möglichkeit, wenn ich diese Möglichkeit nicht habe, dann handelt es sich tatsächlich um sexuelle Gewalt, ja? Und die ist strafbar und da ist überhaupt nichts zu reden. Endet die Debatte. So. Genau. So, und dann sind wir... Der Anspruch, dass sich immer alle wehren müssen, ist doch schon so falsch. Ja. Frauen werden dazu sozialisiert, nett zu sein, immer niemanden vor den Kopf zu stoßen und möglichst alle irgendwie glücklich zu machen und sich mit dem zu begnügen, was ihnen halt angeboten wird. Also das wird der direkt auch schon im Kindesalter auch wieder anerzogen, dass es einfach schwer fällt, sich dann durchzusetzen. Herr Kubicki, die Genderforschung, die geht davon aus, dass man erst durch Konventionen, durch die Gesellschaft, durch die Erziehung zum Mann oder zu einer Frau im klassischen Sinne gemacht wird, vereinfacht ausgedrückt. Vorausgesetzt, das stimmt. Ist das bei Ihnen besonders gut oder besonders schlecht gelungen? Die Erziehung ist bei mir besonders gut gelungen, vor allem, weil meine Mutter mich erzogen hat. Insofern habe ich die Prägung von meiner Mutter erfahren, aber ich kann mit solchen Formulierungen von Genderforscherinnen nichts anfangen. Als ich einen Hund bekommen habe, einen Rüden, hat der von sich aus irgendwann angefangen, das Bein zu heben. Das hat ihm keiner beigebracht, der ist nicht so erzogen worden. Deshalb glaube ich schon, dass es einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen und ich finde den Unterschied auch gut. Könnten Sie vielleicht nach einem Beispiel aus dem Tierreich noch ein Beispiel aus dem Menschenreich nachschieben? Wo Männer und Frauen sich unterscheiden. Wir beide unterscheiden uns im Aussehen. Sie sieht wesentlich besser aus als ich und das finde ich auch gut. Das erste Kompliment. Ich meinte natürlich das ist ein Beispiel dafür, was zum Beispiel bei Ihnen als Mann nicht anerzogen ist, sondern genetisch bedingt. Wettbewerb, nicht? Jungs von klein auf, das kann ich bei meinen Enkelkindern feststellen, messen sich. Das machen Mädchen nicht.
Und zwar unabhängig von der Frage, ob und wie sie erzogen werden. Der Herr Hofreiter hat ein Problem mit seinem Kopf, der schüttelt ihn. Er sieht ja auch schon gendermäßig aus, insofern kann ich das nachvollziehen. Und wie finden Sie das gerade? Wollen Sie über Ihre Haare jetzt schon angesprochen werden? Das ist halt das Übliche, wenn Leute andere Menschen auf ihr Aussehen reduzieren und das dann auch noch für witzig halten. Das ist halt so dieses typische machohafte so Gehabe, das man halt so klassischerweise kennt. Und ich habe den Kopf geschüttelt, weil es einfach biologisch falsch ist. Natürlich gibt es einen biologischen Unterschied zwischen Männern und Frauen, aber er bezieht sich halt viel, viel weniger aufs Verhalten, als wie Herr Kubicki glaubt. Also ich finde das bemerkenswert. Sie müssten mir da nicht widersprechen. Ich bin Biologe und deswegen, wie gesagt, glauben Sie es einfach. Wissenschaft hat Erkenntnis, die haben Vorurteile und da gibt es einfach einen Unterschied. Also auch die Eingangsthese stimmt nicht, dass die Genderforschung behauptet, dass Männer und Frauen keine Unterschiede haben. Es gibt durchaus klare, simple biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Es geht bloß darum, dass nicht aufgrund biologischer Unterschiede, die relativ simpel sind, plötzlich andere Chancen, andere Rechte daraus erwachsen, andere Bildungsmöglichkeiten daraus erwachsen und plötzlich Dinge, die rein sozial sind, in den ganz breiten Bereich des Verhaltens schlichtweg aufs Geschlecht reduziert werden. Darum geht's. Es behauptet niemand, dass es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen oder Jungs und Mädchen gibt, sondern es geht darum, das sozusagen nicht zu überhöhen und soziale Unterschiede zu biologischen Unterschieden zu machen. Danke nochmal, Frau Wieczorek. Was glauben Sie, welchen Einfluss hat tatsächlich eine Gesellschaft, hat eine Erziehung, hat ein Elternhaus darauf, wie ein Kind ein Rollenbild wählt, jenseits von seinem biologischen Geschlecht? Nein, natürlich maßgeblich ist. Das beginnt eben schon im Kindesalter. Wir erleben das aktuell dann schon beim Spielzeug, dass Mädchen ausschließlich mit rosa Spielzeug spielen sollen, Jungs nur mit blauem. Dabei ist es eine eindeutige Marketingstrategie, weil wenn wir uns vielleicht einfach mal Spielzeug in den 70er Jahren angucken, da war überhaupt kein natürliches Bedürfnis da, Kindern diese Art von Spielzeug nahezulegen und damit natürlich vor allem auch zum Beispiel Mädchen zu suggerieren, dass sie eher nur mit Puppen spielen sollen, nur mit Pferden und Jungs mit den Autos und mit den Robotern, obwohl das Interesse bei Kindern da ist. Das ist unabhängig von Geschlecht und das lässt sich auch ohne jeglichen Studien schon nachvollziehen. Frau Wieczorek, was verbessert sich in unserer Gesellschaft, wenn ein Studentenwerk in Studierendenwerk umbenannt wird? Es schließt eben auch andere Geschlechter mit ein als nur das männliche. Also das generische Maskulinum, wie ja die männliche Form eben auch heißt, ist ja eindeutig auf die männliche Person beschränkt. Es gibt genug Studien, die das belegen, dass wenn Leute zum Beispiel sagen, denk mal an eine Gruppe von Ärzten, denken diese Menschen an Männer. Und das heißt, bei einem Studenten ist das dann ähnlich der Fall. Wenn wir ein Wortkonstrukt wie Studierende haben, ist es halt ein einschließendes Wort, was halt alle Geschlechter umfasst. Also ich war jetzt 13 Jahre auf der Schule. Ich habe mich noch nie durch die deutsche Sprache diskriminiert gefühlt als Frau. Ja, es gibt genug Menschen, denen geht das ist doch ein Irrsinn, dass wir jetzt nur, weil immer, ich habe das Gefühl, je mehr wir dabei sind, Diskriminierung abzubauen, umso mehr Diskriminierungen werden irgendwo gefunden. Wissen Sie, wir gendern quasi die Sprache, wir zensieren einzelne Worte, weil immer irgendjemand gerade beleidigt denn hier ist. Irgendwas? Es geht um einen Begriff, der alle Menschen mit einbeschließt. Es geht darum, es gibt auch bei den andere gemischten Teams. Herr Hofreiter, warum kann das wichtig sein? Warum ist Sprache, man kann es belächeln, aber warum ist es für Sie so wichtig auch? Es ist unter anderem deshalb wichtig. Es gibt natürlich Probleme, die noch drängender sind, aber es ist deshalb wichtig, weil sich unser Denken in Sprache konfiguriert. Wir denken in Sprache. Alles, was sozusagen wir vernünftig denken, entsteht in Sprache, das ganze logische Denken und so weiter. Sie haben natürlich auch Bilder im Kopf, das gestehe ich Ihnen gerne zu, aber überwiegend arbeitet unser Gehirn in Sprache und deshalb ist es schlichtweg so, wenn Sie Ärzte sagen, wenn Sie Politiker sagen, wenn Sie Studenten sagen, dann denken Sie in der Regel nur im männlichen Bereich. Das ist, wie gesagt, einer der Aspekte. Es gibt viele weitere Aspekte, die von großer Bedeutung sind bei der Gleichstellung, wenn Sie, wie gesagt, an die Chancenungleichheit denken bei der Bildung, wenn Sie an die Unterschiede in der Bezahlung denken, wenn Sie an all die Dinge denken, wie dass 60% der Frauen in ihrem Leben einmal sexuell belästigt werden. Da gibt es natürlich ganz, ganz massive Punkte, aber es ist halt ein Punkt, wo sich zeigt, wie Denken entsteht und welche Auswirkungen es hat. Ich möchte nur ganz gerne
ergänzen, weil wir jetzt diese 22% Lohnlücke angesprochen haben. Wir haben übrigens noch mal einen größeren Unterschied, wenn wir von Frauen mit Migrationshintergrund reden. Da haben wir noch mal einen Unterschied von Frauen wie mir jetzt, ne, weiß, mitteleuropäisch aussehend, haben wir einen Unterschied von 15%. Die verdienen noch weniger. Das heißt, werden noch mal schneller in eine Abhängigkeitsposition gebracht. Und wie gesagt, die Zahlen zeigen heute ja einfach ganz nüchtern die Diskriminierung. Ich meine, die 7% betrifft ja nicht einzelne Personen, sondern das ist im Schnitt. Das heißt, da es ja Unmengen Bereiche gibt, wie den öffentlichen Dienst, wo das schwer möglich ist. Das heißt, wenn Sie 7% im Schnitt haben und da ist berücksichtigt all die Bereiche, wo es nicht möglich ist zu diskriminieren, haben Sie in dem Bereich, wo es möglich ist zu diskriminieren, eine höhere Diskriminierung. Und das betrifft nicht Einzelne, sondern dann sind wir im Schnitt. Und wenn man es insgesamt betrachtet, sind wir bei 22%. Und dann heißt es immer, ja Gott, die Frauen wählen halt die Berufe, die schlechter bezahlt werden. Aber das finde ich ist keine Entschuldigung. Finde ist keine Entschuldigung dafür, dass unsere Gesellschaft solche Berufe, die natürlich überwiegend noch immer Frauen wählen, sowas wie Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen, sowas wie Pflegerinnen, sowas wie Krankenschwestern. Das ist doch keine Entschuldigung, dass diese wirklich eminent wichtigen Berufe für unsere Gesellschaft schlecht bezahlt werden. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass Männer und Frauen in allen Bereichen vertreten sind. Und wir haben eben ganz massive Segregation im Bereich des Arbeitsmarktes. Wir haben eben massiv von Frauen einerseits und von Männern andererseits dominierte Branchen. Das Problem ist eben, die Männerbranchen sind sehr, sehr viel besser bezahlt. Also solange es typische Frauenberufe gibt, eben wie pflegerische Berufe, und die eben auch noch typischerweise schlecht bezahlt werden, ist es dann leider eben diese angeblich freiwillige Entscheidung von Familien, zu sagen, ach, die Frau wird schlechter bezahlt, dann bleibt die natürlich zu Hause, weil es ja logisch ist, dass der Mann, der besseren Job hat, dass der, wenn ein Kind da ist, dann auch weiterarbeitet. Sonst können die nämlich gar nicht leben. Also das ist doch vom System her schon falsch, dass Frauen einfach in Berufen verkehrt eingruppiert sind und damit zu geringeren Löhnen kommen und damit dann natürlich auch noch die Tendenz haben, zu Hause zu bleiben, noch wieder eine Lücke in der Erwerbsbiografie bekommen und immer weniger Geld verdienen. Also es ist eine Abwärtsspirale. Also es gibt einen wunderbaren Vorschlag, vielleicht ist er nicht so wunderbar, das sollen Sie mir sagen. Bundesfamilienministerin Schwesig schlägt vor, dass jeder Angestellte ein Recht oder Mitarbeiter ein Recht darauf hat, zu erfahren, was ein Kollege oder eine Kollegin bei gleicher Tätigkeit verdient. Also ich kann dann mal fragen, was Frau Illner verdient. Wollen Sie uns das mitteilen? Ja, ich weiß es ja nicht. Ich frage Sie, Sie fragt mich. Jeder auf seiner Ebene. Würde das helfen, Herr Kubicki, wenn man dieses Auskunftsrecht gesetzlich festschreiben würde? Die SPD-Ministerin Schwesig möchte das. In einem mittelständischen Betrieb, in allen Bereichen, auf gleicher Ebene kann ich ein Recht haben zu fragen, was verdienst du? Ja, von mir aus gerne, aber das hilft nicht weiter, weil Sie ja gucken müssen, was ist der Mitarbeiter fürs Unternehmen wert. Wenn Sie schlechtere Einschaltquoten haben als Frau Will, dann hat sie ein Recht darauf, besser bezahlt zu werden als Sie, auch wenn Sie sagen, da muss ich ja auch weniger arbeiten, wenn sie mehr bekommt als ich. Verstehen Sie? Die Überlegung dahinter ist, dass die Tätigkeit von Menschen immer gleich ist. So getaktet und immer gleich. Das ist sie eben nicht. Alle Fußballspieler spielen Fußball und trotzdem werden einige unterschiedlich bezahlt. Ronaldo spielt einfach besser Fußball. Als was weiß ich, Schweinsteiger. Wir schaffen doch das Leistungsprinzip ab. Und ich finde das, ehrlich gesagt, ich finde das degradierend. Ich empfinde es auch degradierend als Frau, dass hier ständig die Politik versucht, mir unter die Arme zu greifen. Was sagt die Politik denn da? Du armes Mäuschen, schaffst es nicht alleine und jetzt machen wir sogar ein Gesetz, damit du genauso viel verdienst wie dein Mann. Wissen Sie, was mir in der ganzen Debatte fehlt hier, und das ist ausgeklammert worden, ist auch der größte Grund, warum Frauen schlechter bezahlt werden insgesamt als Männer, ist, weil sie Mütter werden, weil sie Auszeiten nehmen für die Familie, weil sie dann in Teilzeit zurückkehren und weil wir es bis heute nicht geschafft haben, diese Mütter aus der Altersarmut rauszuholen oder zu gucken, dass sie eine angemessene Anerkennung für das bekommen, was sie tun. Und das ist eigentlich das größte Problem, und das sagen Ihnen im Übrigen auch diese ganzen Wissenschaftsinstitute, die das ausrechnen. Weil sie sagen, wir haben Auszeiten für den Frauen, und dann kommt genau das, was Sie sagen, dann haben wir nicht die gleichen Erfahrungen im Job, dann können wir nicht das Gleiche vorweisen. Und dann hat einfach jemand einen Vorteil, der nämlich schon vielleicht 10 oder vielleicht 15 Jahre länger gearbeitet hat. Und natürlich verdient er mehr. Und es ist sogar fair, dass er mehr verdient. Also ich weiß gar nicht, was das alles soll. Ja, diese ganze Debatte geht mir eigentlich nur auf die Nerven. Frauen verhandeln in der Tat schlecht.
Frauen gehen schon in die erste Jobverhandlung rein und haben keine Vorstellung davon, was sie verdienen wollen. Sie fordern quasi nichts und freuen sich trotzdem, dass sie den Job haben. Das heißt, sie gehen zufrieden raus. Und ein Mann geht schon in die erste Jobverhandlung rein, weiß, was er verdienen will und handelt noch das Auto, das Handy und sonst irgendetwas aus. Das heißt, vom ersten Job an verdienen die Männer oft schon mehr. Und warum? Weil sie es einfordern. Das heißt, wenn sie irgendetwas tun wollen in diesem Land, dann ziehen sie einfach nur selbstbewusste Frauen groß und das würde eigentlich reichen. Bestätigen Sie nicht gerade, dass es bisher tatsächlich eine Erziehung in eine Richtung gab, die Frau Wieczorek eben skizziert hat? Also auf Ausgleich, auf Friedlichkeit, auf Harmonie und weniger auf Wettbewerb. Wenn Sie sagen, dass Frauen schlecht vorbereitet oder auch mit einem schlechten Forderungsgefühl in Gehaltsverhandlungen reingehen, dann müssen wir da lernen als Frauen. Ja, in der Tat. Kommt das ja irgendwo her? Das kommt irgendwo her. Ja, es kommt davon, dass Frauen ganz anders veranlagt sind. In der Tat. Und deswegen, dann kommen wir ja wieder auf den Punkt zurück. Doch, dann kommen wir nämlich genau an diesen Punkt, dass Frauen offensichtlich ein ganz anderes Naturell in der Regel haben wie Männer. Und dann kommt es nämlich genau dazu, wie soll ich sagen, weil diese Frauen werden ja alle von Frauen erzogen. Wir könnten ja als Frauen diese Mädchen anders erziehen. Das heißt, sie kommen aber irgendwann an der Biologie nicht vorbei. Und Männer haben eine angeborene, ganz andere Aggressivität. Zum Beispiel. Ja. Im Nein, weil das heißt, sie setzen sich von selber viel besser in Szene und das hilft ihnen im Berufsleben. Lassen Sie mich doch kurz zusammenfassen. Bei Männern ist es positiv besetzt, wenn sie sich irgendwie einbringen, auf den Tisch hauen. Dann sind sie ein ganzer Kerl. Macht eine Frau das, ist sie die hysterische Zicke. Das haben wir heute immer noch. Es geht genau darum, diese gesellschaftlichen Zuschreibungen, die mit Geschlecht, mit Männlichkeit und Weiblichkeit verbunden werden, diese in Frage zu stellen und damit Aber wer sagt denn, dass das eine Zuschreibung ist und nicht einfach nur die Beschreibung eines tatsächlichen Zustandes? Also, dass Frauen anders sind. Das ist eine unentscheidbare Frage in Wahrheit. Ja, aus der ersten Personenperspektive kann ich immer sagen, ich kann sein, was ich will. Und wenn ex post die Wissenschaft draufschaut, wird sie sagen, so und so viel Prozent der Männer und Frauen haben sich so und so verhalten. Ja. Gut, aber wenn ich sehe, dass ein Großteil der Weltbevölkerung, die weiblich sind, sich so und so verhalten und ein Großteil der männlichen so. Und zwar in eine ganze Menge, vor allen Dingen, wenn das in verschiedenen kulturellen Kontexten immer das gleiche Verhalten ist. Dass es gar nichts heißt, ist eine mutige Aussage. Wenn Sie mich ein Argument vorbringen lassen würden, ich möchte dazu auf John Stuart Mill Mitte des 19. Jahrhunderts verweisen, der schon gesagt hat, dass wir, wenn es so etwas wie eine Natur der Geschlechter überhaupt gibt, wir sie nicht erkennen können, weil die Umstände, unter denen wir aufwachsen, unter denen wir zu gesellschaftsfähigen Individuen gemacht werden, höchst unterschiedliche sind. Daher ist jede Debatte über Natur, Biologie etc. überaus fragwürdig. Und vielleicht können wir damit diese unsägliche Frage nach der Biologie endlich verlassen. Nein, überhaupt nicht. Ich habe überhaupt nicht vor, die Es geht um gesellschaftliche Verhältnisse. Es geht darum, wie Gesellschaft wie Gesellschaft organisiert ist, was hier an Vorstellungen produziert wird, wie dieser Diskurs nicht nur, aber auch über Geschlechter überhaupt läuft. Das ist der Punkt. Was sind sozusagen Macht- und Herrschaftsverhältnisse in unserer Gesellschaft? Wer hat wie viel Anteil, Zugang zu Ressourcen? Und Sie machen das dann an der Biologie fest. Nein, aber was sie sagt, ist ja, obwohl die Hintergründe sind, dass man es unterstützt hat, hat sich man eine hat ja versucht, durch Erziehung, durch gesellschaftliche, soziale Programme zu verändern. Und es verändert sich nicht. Mädchen in die Technik, diesen Slogan. Lassen Sie mir mal ausreden. Wenn ich das mache, ist es ein Gewaltakt, aber Sie nehmen sich das heraus. Reden Sie bitte. Sie können nicht in dem Sinn einzelne Maßnahmen als hinreichend erachten, um damit eine Gesellschaft zu verändern. Und es hat sich ja in den Lebensbedingungen nicht so wahnsinnig viel verändert. Im Gegenteil, wir haben ja eine unglaubliche kulturindustrielle Produktion von Geschlechterstereotypen. Wir haben weil Sie das vorher angesprochen haben, die Werte, die europäischen etablierten progressiven Werte, die so oft zitiert werden, werden von der neuen Rechten in Frage gestellt. Wir haben einen massiven Rechtsruck in der Gesellschaft. Und das ist das Problem. Es werden ja auch Grundrechte
basale Grund- und Freiheitsrechte in Frage gestellt. Wir haben jetzt innerhalb ganz kurzer Zeit den zweiten Fall, wo unser Rechtssystem oder die Sprache des Rechts nicht mehr funktioniert. Der erste war die Euro-Krise, fast die gleichen Hintergründe, wo gesagt wird, aufgrund der Logik der Märkte müssen wir jetzt Recht brechen. Jetzt haben wir den zweiten Fall, wo gesagt wird, aufgrund der Bedrohung durch Terrorismus oder aufgrund der Systeme, Sie gestern eben in diesen Interviews, können wir euch nicht mehr garantieren, die Integrität, in gewisser Weise ist es das, der Persönlichkeit. Politik ist aber was anderes. Wir erwähnen doch nicht Politiker dafür, dass sie den Status quo managen, sondern hier wäre jetzt der Moment, da verstehe ich auch bestimmte Parteien nicht, dass sie so schweigen. Gerade welche, die sich die Bürgerrechte auf die Fahnen. Hier ist doch der Moment, wie Ranga sagt, wir gehen in eine neue Gesellschaft, jetzt Politik zu machen.